Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu The Witcher. Der König ist tot, lang lebe die Hauptquest. Oder so. Und vielleicht sollte ich mir mal ein Dashboard wieder aufmachen. Wenn man gerade schon rausgetappt ist und Dinge tut, dann sollte man vielleicht das Dashboard wieder aufmachen. Das hilft. Einen schönen guten Abend, Breitling. Und hallo an die Lurker im Hintergrund. So, aber ich glaube, bevor wir mit der Hauptquest anfangen, haben wir noch eine Nebenquest. Glaube ich. Das heißt, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen. Egal. Avalach too began to lay plans of his own. Wie weit diese Szene wohl noch weiter kippen kann? Ah, er hat doch was geladen. Ich wollte gerade sagen. Irgendwie könnte das auch weitergehen. We can go at it here, or at my place. You choose. Okay. Ich glaube, damit wäre Yen unglücklich. Oder so. Wir gehen, glaube ich, lieber nach oben. Yes, Geralt? Look what I picked up. Come on, we have to decompress him. I think it's a soldier. We'll know soon enough. Come with me. I know a place where the walls don't have ears. Sogar keinerlei Einleitung. Beide wissen sofort, worum es geht. Hä? Everything's ready. Let's get to work. Place is pretty grim. True. It looks like a vampire's hideout. Which is why we can be pretty sure no one will bother us here. Give me the figurine and stand back. Let's try to decompress this one. Anything I can do to help? Yes, be quiet and try not to disturb me. Sehr gut. In Allen, Dwana, ar Eis. Verder and the Kerzer! Who are you? What am I doing here? Es a bond. Who are you? What's the last thing you remember? I remember a hill. A battle. I had orders for a unit. I remember a sorceress. Her hair like flames. She cast a spell. The right flank was to attack. Hit the shield bearers. The right flank didn't attack, and the sorceress was Lyta Nade, known also as Coral. I was there too. This happened long ago. Shit. This happened long ago. Trotzdem trägt er die aktuelle Kampfklamotte der Nilfgaardischen Armee. Okay. You're exhausted. Always happens with compression. Get some rest. Yes, I should. Once you've recovered a bit, you should find Ambassador Varatra. He's sure to help. Good luck. That was interesting. And exhausting. Oh, to fall onto a feather bed and sleep till... well, till I woke. Gut. Das war eine sehr kurze Nebenquest. Aber nun gut. Hilf Yennefer, Margarita zu befreien. Hm.
Okay. So, how'd it go with this healer? I was faffing about, minding my own business. From now on, assume your every move's observed. Ah! Watch your step. Warum müssen die eigentlich immer zu dritt nebeneinander laufen? Back under your rock. Die sind wie Fußgänger da draußen in diesem Real Life. Immer zu dritt nebeneinander, dass der komplette Gehweg blockiert ist und dann muss man sie umrennen, bis man weiterkommt. Nee, 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 nee. We can go at it here or at my place. You choose. Ja. Buy you a drink? I'm afraid the dishwater's as good as it gets in this establishment. Imlerith, was that your idea or Ciri's? Spare me your lecture about responsibility. I was actually going to recite an anthem praising your glory, but if you're not in the mood... I thought you'd be angry. Angry? Why? Because you supported Ciri in her decision? Or because you fought by her side and won? What if we'd lost? We wouldn't be having this conversation. And the female part of the continent's population would be drowning in tears. You won. No point bothering with what-ifs. Talk to Triss. Reconvening the lodge? It's not going so well. Dangerous times, especially for sorceresses. Each thinks 5 times before sticking her neck out, and I can't blame them. Charming place. Why are you here? You'll find out soon. In the meantime, tell me about Philippa. Triss and I found her and freed her. It turned out Dijkstra had her, but the situation's under control. That's a relief. So, gonna tell me why you're here? I was able to establish Margarita's whereabouts, the prison in Oxenfurt. I also learned the identity of the man who escaped from there. He should arrive shortly. Ja gut, die Situation ist unter Kontrolle. Wir haben sie befreit. Wir haben König Radovid abgestochen. Wir haben Dijkstra abgestochen. Wir haben Dijkstras anderen Typen da umgemetzelt. Ja gut, die Situation ist ganz klar unter Kontrolle. What do you know about this fugitive? I know he's the only one ever to escape from Daerad. Every guardsman in the city now seeks him. Sure he can be trusted? We'll soon find out. He just walked in. Abbe Faria? Who's asking? We'd like to talk. Damn. Best run and get him. Well, These humans grow wilder by the day. watch where you're going, eh? Heißt, hast du da schon einen Hexer stehen? Damn it, scaled the ladder. Guess I'm in for a roof walk. Rempelt er ihn einfach und ist weg. Jetzt bleibt er mal hier. Thought you'd agreed to meet. I said I'd found him, not that I'd spoken to him. What do you want from me? Let me be. Calm down, we just want to chat. And then stick a sieve between my ribs. Leave me in the gutter. Look at us. Do we look like bandits to you?
No. No, not really. I'm glad you agree. Besides, you'd be worthless to us dead. So you shan't hurt me. No. You're gonna tell us your story, then be on your way. Well, so be it. But we really ought to go back to Kate's. It's unwise to linger in the street. Drink up. It'll help. Thanks. What do you want? To get into Dayrad. Find a hunter. Tell them you practice magic. They'll lock you up lickety-split. We need to get in without anyone noticing. Tell us how you escaped, then get on with your life. Dann bleibt Geralt eigentlich immer wie ein aufgeschrecktes Huhn stehen und schaut 12 Minuten zu, wie die Leute wegrennen. Damit man noch die Chance hat, hinterher zu rennen oder so. Ich meine, eigentlich müsste er es gewohnt sein, dass die Leute versuchen wegzurennen und sich dann schon mal in eine Position begeben, wo er nicht direkt umgerempelt wird. Aber nun ja. They say Dayrod's better guarded than the keep at Vicovaro. They choose the guards from among witch hunters. The worst dregs. Rabid fanatics. If you only knew what they do to folk. Torture every day. The wheel, the rack. We only knew peace and holidays when they'd drink themselves blind. They're allowed to drink on duty. Not officially, but you know how it is. They say no one gets out of Dayrod alive. Aye, so they say. My thought? Why not try it dead? But they burn the corpses. They didn't start burning them until they'd learned an old fellow like myself had escaped. Before, they dropped the stiffs into a great pit. The pit's connected to the sewers, and the sewers empty into the river. And once you reach the river, you're as free as a fish. Läuft also die Leiche in eine Grube. Die geht in die Kanalisation, in den Fluss und das heißt, die Leichen, die Igitt. So you played dead. No one caught on? As a youth, I'd apprenticed with an apothecary in Silverton. Learned a thing or two about herbs. Sleeping mushrooms grew on the walls of my cell. And I found belladonna in the prison yard. Just had to mash them together and eat the pulp an hour before evening rounds. You might have lost your life. I prefer to die on my own terms, were that to be my fate. So theoretically, we could get in the way you got out. Assuming we don't mind the company of decomposing corpses. And assuming you can squeeze through the grate. They barred the outlet to the river after I escaped. Explosives could take care of that. For half the city to hear us? I've a better plan. Oxenfurt was built on elven ruins. Which have to connect to the sewers somewhere. If we can find a way into the ruins. We'll get into the prison. Was wir einfach mal so besprechen, während der Typ neben uns sitzt und eine Wache auf der anderen Seite neben des Gangs Tisch sitzt. Okay. See? Wasn't so hard. One last bit of advice. Find a new tavern. Everyone here knows you. Thank you. Whatever your plans, I hope they work out. So do we. So long. What he said about the guards could prove handy. True. Things will go more smoothly if we can get even a few of them drunk. Zoltan ought to manage it. I'll ask him. Let's meet on the Oxenfurt Bridge. My print. Bitte Zoltan um Hilfe. They grow fat on our misery. He's gutting their pork bellies now and plucking their eyes out. I'd give you a Because they discount look down for on heroic us. deeds, but mad. Where did you hear this? That's just talk. It's a material world, and
armor material. Ihr Sultan wollen ein paar Leute abfüllen. Like a raw wound. Zoltan, Get out. Was machst du hier eigentlich? Novigrad doesn't seem like a safe place anymore. What's keeping you here? I was keen on starting my own enterprise, but nothing came of it. Nevertheless, I took on some debt. Got to pay it back now. I'd like to blame it on the war or human treachery, but the truth is, I've got my own thick skull to blame. Rather not dwell on it, Geralt, if you don't mind. Natürlich. They're holding Margarita at Dayrod. Got a plan to break her out, but we need your help. What should I do? Load a wagon with as much Mahakamet as you can find and drive it to Oxenford. Yennefer will give the signal. They'll drive through the gates and treat the guards. Oh, these are terrible times. Since the mages left town, the hunters have taken to harassing non-humans. A dwarf lingering around the prison gates only stands to attract attention. Right. Didn't think of that. I'll go straight to Yen in that case. She went to find a way into the ruins beneath the city. Nice talking to you, Zoltan. See you later. Wir können nicht einfach irgendeinen Menschen finden, der den Wagen da reinfährt. Nicht? Okay. Dann schauen wir das. It's clearing up. Honor in the fatherland. Schreit auch nach Lada. Find a way in? Several. Nearest is through a well not far from here. Did you arrange any help? We'll manage on our own. Shall we begin? Let's do this. Sure the guards don't know about the passage through the ruins? Haven't planted sentries there? They haven't. How can you be sure? Novigrad's hierarchs have taken great care to eradicate any and all memories of the city's elven roots. Even if anyone remembers the ruins are there, they have no recollection of how far and where they extend. And I'm absolutely certain no one's thought to place sentries there. Hope you're right. Okay, wenn du gehst, ist es zu schnell. Wenn du läufst, ist es zu langsam. Warum, Devs? Warum? Aber schön auch, dass wir über die Elfenruinen direkt neben, keine Ahnung, 6 Wachen gesprochen haben. Jetzt wissen sie es definitiv. Here we are. This is it? Boulder was plugging the well until recently. Due to an edict Hemelfart issued some years ago. But I managed to find 2 brawny and obliging passers-by who agreed to remove the impediment. For a modest fee, naturally. Here. What is this? Use it once you find Rita. I'll be able to pinpoint your location. Ich dachte, du kommst mit mir. Ja, natürlich kommt sie nicht mit. See you inside then. Good luck. Wet clothes. Oh joy. Die Diskussion können wir uns mal direkt sparen. Okay, Leiter gibt's auch nicht. Na dann. Hüpf. Geralt, hüpft da rein. Wieso auch immer hier irgendwer Kisten drin versenkt hat. Aber ist okay.
Mein freien Wunsch. Warum nicht? Ich da langsam. Tomb Raider. Seems this one liked elven stuff. Ich da langsam. Wo geht's eigentlich hier hin? Was ist denn das? Trunkner. Ach, rumkauernder Trunkner. Sah so seltsam aus. Das ist etwas, wird etwas dunkler brennen. Mit Katze ist ein Feuer ein wenig hell. Warum können wir hier hin? Ah, Kiste. Wir kriegen wieder keine. Ne, wir kriegen wieder keine Karte. Er sagt zwar jetzt, es geht da lang auch, aber wir gehen sicherheitshalber da lang, was er zuerst sagte. Wir kennen ja unser Navi. Es führt uns gerne dahin, wo wir nicht hinwollen. Ich frage mich nur immer noch, warum wir da lang können. Ah, toll. Wow. Bitte unterlassen Sie dieses und hören Sie auf, mit Schlamm zu werfen. Kleiner Moment, das war ein Gruftwrack. Das wirft hier nicht mit Schlamm, das... Keine Ahnung. Tut Dinge. Lass mich raten. Hier wären wir rausgekommen, wären wir den anderen Weg weitergegangen. Okay. Dann wäre in der Tat beides gegangen. Mechanism's broken. Missing a piece. Replace it with something else, maybe? Okay. This'll come in handy. Ja, wir können aus einem anderen Dingsy einfach den Hebel rausreißen und dann passieren Dinge. Also ja, der andere Weg führt hier einfach durch. That ought to do it. Finster wie ein Bärenarsch hier. So, wahrscheinlich sind wir jetzt gleich innerhalb von, keine Ahnung, 2 Sekunden raus und die Katze weiter verschwendet. Wie immer. Warum nicht eine Leiche? Weil da eine schwarzmagische Puppe drin ist.
halt. Nicht so verwirrt. Von hier kommen wir doch. Wieso will das Navi jetzt wieder hier zurück? Oh, weil ich rechts abgebogen bin und links auch ein Weg wäre. Okay, nevermind. Wall looks brittle. Ja, aber lass mich kurz nach hier umgucken. Langweilig. Sehr geehrte Wand, bitte gehen Sie weg. Creaks in here. Geralt, du stirbst gerade. Nur mal so angemerkt. Okay. So, alarm! Intruders! Get him! Ah! He killed him! Niemand mag vorlaute Hexenjäger. Wirklich niemand. Na, nimm. Schlüssel zur Kanalisation. Über die Tür da drüben. Oder für die. Ich hab Hexenjäger gefunden. Aber ich würde sagen, so schnell wie die umfallen, sind die mal wieder hochskaliert. Margarita. Who's that? Geralt. God, I'm hallucinating. Getting you out of here. It's pointless. We'll never open it without the key. The warden keeps them with him at all times. His room is upstairs. Be right back. Okay. Ist in Ordnung. Dann schneiden wir einfach den Warden vom Schlüssel los und werfen ihn in die Tür. Oder so. Ich glaube, die haben mich gesehen. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme.
Guten Tag. Get him from both sides! So, wer von euch war der Typ mit dem Schlüssel? Keiner. Okay. Und wo ist dieses oben, von dem der Navi spricht? Ich habe das Gefühl, wenn wir hier fertig sind, ist das Gefängnis leer. Komplett leer. Guten Tag, die Herren. Was habe ich zum Thema Amboss gesagt? Hm? 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 Halt. Hat euch eigentlich schon mal irgendwer erzählt, dass ihr gerade arbeitslos seid? Weil euer Boss gerade ein bisschen kaputt in der Gegend rumliegt? Aber es wäre ja schon spannend, wenn wenn es wirklich eine Auswirkung hätte, dass man den König gekillt hat. Würden Sie vielleicht erstmal guten Tag sagen, bevor Sie mich hier angreifen? Hä? Nicht? Lass das. Ich habe einen Gefängnisaufseher gefunden. Alter, er hat 0 HP. Sein Arm fliegt abseits seines Körpers irgendwo durch die Gegend und er ruft beim Zusammenbrechen noch Intruder. Ja, die sind massiv hochskaliert. So schnell sollte der eigentlich nicht sterben. Wieso kriege ich eigentlich immer erst so spät mit, dass du streamst? Fühle mich schlecht. Hallo Lucy. Einen schönen guten Abend. Sanni, herzlich willkommen. Weil Twitch noch keine Notification ausgrabt. Und Sanni nicht auf dem Discord ist. Weil der Discord-Post funktioniert, seit ich das auf den anderen Bot umgestellt habe, jetzt echt verdammt zuverlässig. Also für alle, die Twitch genauso wenig trauen wie ich, da ist ein Discord-Link. Kommt doch einfach dazu. Meine Bots funktionieren besser als Twitch. Gut, das ist auch nicht schwer, ich weiß. Das ist eine sehr niedrige Messlatte, besser zu funktionieren als Twitch. Aber egal. Funktioniert trotzdem besser. Und wieso ist da oben eigentlich noch eine Wache? Konnte zu öffnen. Sass. Seit gewissen Vorkommnissen Ende Mai gibt es nicht mehr einfach nur einen Einladungslink, sondern diese Variante. Weil ich keinen Bock darauf habe, dass solche netten Menschen dann auch noch auf dem Discord mit rumreichen. Ja, Gefängnis hat irgendwie ein Loch in der Wand. Umständlich. Ja, true. True. Hast du vollkommen recht.
Da hast du richtig. Ja, wo war denn... What are you doing? Yen insisted on coming. Rita, what have they done? When I get my hands on those whore sons, I'll gladly help, if I live to see it. I must take her from here, immediately. I can't pass through the portal with you both. You'll need to get out on your own. Don't like portals anyway. Go. Ja, aus dem Gefängnis rauskommen ist einfach. Sind ja alle tot. In den Wichtigorten sind die. Oha. Oha. Ah, lass mich raten. Der Mauerdurchbruch ist auch das, wie wir rauskommen. Was gibt's hier noch? Echt jetzt? Wegen der Kiste mit Zwirn und Faser. Okay, wo ist eigentlich das Problem, ist es im Gefängnis auszubrechen? Man schleicht sich über den Hof, sieht so, dass die Wachen dann nicht sehen und springt hier über die Mauer und ist draußen. Oder man geht in den Hof und schlachtet alle Wachen ab und springt dann über die Mauer. Hä? Na, guck mal, ich hab Leutnant gefunden. Ich weiß nicht genau, was deren Auftrag war, aber... Ich weiß nicht genau, was ihr Auftrag ist, warum sie mir hilft, aber ist okay. The witch hunters defend us from monsters. You. Why? How many distressed damsels have you rescued of late? I believed I was special. Ja. You know, I could have handled that on my own too. I don't doubt it. I merely wish to prove that we of the fairer sex can deliver a thorough thrashing as well. So long. And, work on your guard a bit. You're dropping it too low. Okay. Das habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Dass man sie noch mal wieder trifft. Aber spannend. Ihr braucht mal das Gefängnis, inklusive Crew. Eure Crew ist vielleicht gerade tot. Euer König auch. Crawl back under your rock. Honor in the fatherland. Wie er eine unsichtbare Armbrust in der Hand hat. Was ist mit euch eigentlich? Was ist euer Auftrag? Witcher. You heard? A mage uprising. They've rioted in Dayrad. Let them come. They'll taste my blade.
Mage Uprising. Nee, ist korrekt. Welche Mages? Einen schönen guten Abend. Lia, herzlichen Dank für den Raid. Lurk wollte ich eigentlich sagen. Aber auch danke für dein Raid. Unklar, wo das Hirn da gerade abgebogen ist, aber es ist okay. Vielleicht möchtest du, dass ich mal raide. Ja, musst du mal so spät abends streamen. Du bist ja eigentlich mehr so vormittags unterwegs. Stay out of my way. Ach, Touch. Und wer Lia nicht kennt und gerne beim Zeichnen zuguckt und Vormittagszeit hat, Lia zeichnet gerne on-stream Porträts, Auftragsarbeiten, manchmal auch Remotes. Und scheinbar am Donnerstag streamt sie wieder. Und vielleicht auch dazwischen. Kann man sehr gemütlich beim Malen zugucken, während man andere Dinge tut. Oder Einhörner. Stimmt, oder Einhörner. Ganz viele Einhörner. Ja, was ich eben sagte. Vielen Dank für den Raid. Ja. Oh, jetzt habe ich mich ja zweimal bedankt. Verdammt. Wieso ist das hier nicht so freaking warm? Ah, weil ich jetzt hier auch schon über 25 Grad habe. Cool. Cool. Also nicht cool, aber cool. Hm. No lollygagging. Where you going? Every second. Hier, Jungs, übrigens, euer König ist tot. Ihr könnt die Wache aufgeben. We'll have order at last. Long live Radovid. Hail I wish the my man mage was brave as you. hunters. And he'd kill monsters. Long live Rado. I hate to bring it to you, but Radovid is dead. Philippa hatte dann eine Rechnung mit ihm offen und er hat ein Messer im Rücken. Nur mal so. Naja, wir ignorieren das einfach, dass noch keiner mitbekommen hat, dass wir auf offener Straße sein halbes Wachbataillon und ihn abgeschlachtet haben. Warum sollte sich das auch rumsprechen, dass der König des Reichs tot ist? Geralt, What is it? nothing just yet, but something's afoot. Philippa and Margarita want to speak to me. They say about what? No, but I have my suspicions. I bet they have plans for me. And they're deigning to inform me of them. Na dann, reiß ihn den Kopf ab. Got nothing to be afraid of. Just go. Listen to what they have to say. And if they try to force me into something? Can't believe you'd ever let them. Margarita's only ever cared about your education. Doubt she'll try to drag you into politics. Philippa's tougher, plays a mean game, but ultimately respects those who hold to their views. If she makes you an offer, and you firmly turn it down, she'll respect that. Thanks, Geralt. Well, go. Don't give him any more time to strategize. Not going with her? Can't hold her hand if they're gonna take her seriously.
True. Good decision. Hm. Relax. She'll be fine. Rita won't hurt her, but Philippa, she can be ruthless. Ciri's been in tougher situations and come out of them all right. True. We managed to instill some principles, skills that have helped. Exactly. So there's nothing to be afraid of. Of course. I'll just have a peek. Don't spy on her. You really have that little faith. I don't trust Philippa and Rita. So why'd you even allow this meeting to happen? For the same reason you did. If they're to respect her, she can't be seen to be hanging onto my apron strings. Lass mich auch mal. What do you see? Philippa pontificating. Ciri pacing wall to wall. She stopped. She's saying something. Philippa's turned pale. That's my Ciri. Probably gave her an earful. Quiet! Here she comes. So? You were eavesdropping. Yes. No. You haven't changed a bit. If you want to be alone for a while, to digest, process, Yes. I shall go for a walk. I must unwind. I hope she's... She'll be fine. She's tougher than we think. Und sie steht You neben ought euch. to visit Avalok. He wished to see you, apparently. Ja, ich ihn aber nicht. No. You're mistaken. Aber ich glaube, wir haben nichts anderes an Quest mehr über. Nope. Verdammt! Man zwingt uns mit Avalok zu sprechen. What, my peach? Why, here, there's all... They have, but things are changing. Wo Treppe? Da. Ist das nicht der Raum, in dem gerade die Diskussion mit den Magiern stattfand? Was auch gleichzeitig seine Suite ist? Okay. Need a hanky? Gotta admit, never expected this of you. You humans have unusual tastes. How did you fare on Bald Mountain? Need to ask? You're a sage. I ask as a courtesy. A concept you clearly forgot when you left without uttering a word. Ciri was in a hurry. I know, so she wrote in her letter. But that is not my concern. You eliminated Imlerith adeptly. So adeptly, you might say you inspired me. Meaning? The loss of one of his great generals has weakened Eredin significantly. 2 others remain. How do we get rid of them? Caranthier is a loyalist, but Gels, that is another story. He was a devoted follower of our former king. And as it happens, Eredin poisoned our beloved ruler. Regicide. Serious stuff. Take it not many know about this. Of the living, only I. And Eredin, of course. Question is, can you get Gels to believe you? Nothing you need worry about. Genau, Regicide. A serious thing. Was haben wir Ende letzten Streams gemacht? Ach ja. Einen König abgestochen. Nein, Moment, wir haben Philippa den Vortritt gelassen beim Abstechen des Königs. Wir haben nur seine Wachen umgelegt. Naja, von daher ist ja Philippa schuld. Haven't mentioned killing Gels. Such drastic means are not always necessary. So you probably plan to offer him a deal. Brilliant deduction. Bravo. Fine.
So what do you propose? Why, to bring Gels here. Show him the truth of what happened. Fabulous plan, if we only knew where to find him. We do. In the land of the NL. Land of the NL? You don't recall. After all, you did travel with Eredin for some time. The land of the Alder folk. The world where we arrived centuries ago. A world that is now our home. The Red Riders come from there. And it is there where we will find Gels. Think you're forgetting something. You and Ciri might know how to travel between worlds, but me? Not so much. You clearly know there are many other worlds apart from the one where we now stand. They're linked by passages, hidden gateways that afford travel from one world to another. Of course, few know of these gateways. Even fewer can locate them. Elven sages, for example? For example. One such passage will open soon near where we are, fortuitously enough. Between this noble edifice and the butcher's yard. That's our chance. Shall we go? Natürlich. Genau in diesem Let's Zeitpunkt. Und hätten wir jetzt erstmal die ganzen Gwyn-Quests gemacht, hätte das Portal auf uns gewartet. Supposed to drive a godling from here. Supposed to? Decided it was harmless. The passage is here, past this wall. This is the place. Once we enter, there'll be no returning until we reach Gels. Ready? Yes, let's go. Remember, wherever you land, search for a place that looks like this one. We shall meet sooner or later. Mean we'll be separated? It's possible. I lack your ward's talent. Zirel is the lady of time and space. I merely know how to use this arcane knowledge to a limited degree. It's time. Yay. I hate portals. Ja, und ich diesen Teil der Quest. So hell. Einen wunderschönen guten Abend, Herr, und hallo Chat. Einen schönen guten Abend, Atascha. Herzlich willkommen. Welcome to the Didowet Desert. This somewhere in our world? Ever seen such canyons in your world? Come, we must go. In der Wüste. Sie haben uns in die Wüste geschickt. What is this place? A very old world, thoroughly raped and destroyed. Anything live here? Mainly desert creatures, able to survive months on end without water. Oh, and large sand crabs beneath the surface. We must be careful they don't sense us. And before? Were there any people? Or elves? Do you believe humanoids have a monopoly on destroying worlds? So what did live here? Sentient monsters of some sort? Look at those cliffs. Remind you of anything? Look a bit like the bed of a giant river. Or the bottom of a sea. Mean there were water creatures here once? No creatures. Merely a sea. Trying to say that there are many different worlds and even more forms of life. Many of them intelligent, much more so in fact than you humans. But as it turns out, not even that could stop them from exhausting all the resources of their world. To the last drop.
Hier ist es jetzt wieder andersrum. Er ist minimal schneller, als wir gehen können. Wir können nicht laufen. Und deswegen kommt immer wieder so ein Zwischenteil, wo Geralt ganz kurz hinterher joggt, um wieder aufzuholen. Devs, baut doch mal NPCs und Player, die in gleicher Geschwindigkeit sich bewegen. Völlig vergessen. Gerade überlegt, wo du da bitte bist. Ja. Luzi auf Abwägen. Nee, ich glaube, das ist ein geplanter Weg. Aber ja. Boah, lag. Stop lagging. Ah, the portal. Looks more like a ruin. Appearances can be deceiving. So what are we waiting for? For it to open. Shouldn't take but a few moments. What's going on? The sand crabs have sensed our presence. Wonderful. That's right! Ja, ein Hoch drauf, dass auch die skaliert sind. Und dementsprechend auch nichts haben. Weil das Scaling nicht in Betracht nimmt, dass unsere Waffen halt auch deutlich stärker sind mit dem Level. They just keep coming. 3, 2, 1. Very good. On time. What a relief. Quickly. Jump in. Ich will die aber noch looten. Oh nein, auch nicht looten. Ah, na dann. Geralt, spring ins Portal. Und wieso muss das immer so hell sein? Oh nö. Diese Welt habe ich gehasst. Die finde ich kacke. Die anderen gingen, aber die hier fand ich kacke. There it is. Hm. There it is. Korrekt. Vapors don't look terribly inviting. Meinst du? Damn it, gotta hold my breath. Any longer and I'd have suffocated. Also, sie sind vielleicht ein bisschen giftig. Wie kommst du drauf? Und genau deswegen mochte ich die Welt hier nicht. Magic. A place of power. Cool, es gibt keine Map, aber es gibt Place of Power. Wow. Wow-Spiel. Wow. Oh, erinnert sich noch irgendwer an den Weg? Ich nämlich nicht. Ich glaube, da unten durch das Skelett und dann da um den Berg drumherum. Das heißt, wir müssten hier rüber. Should avoid those clouds. Or Ja, bolt cool. through them. Und wir sind tot. Nee. Doch. Nein. Wir haben es gerade noch geschafft. Ich sah uns da schon im Nebel sterben. Und genau deswegen mag ich ihn nicht. Ich glaube, beim letzten Mal hat er mich 2 Minuten umgebracht oder so. Lauf, Geralt, lauf. Okay, hier gibt es aus irgendeinem Grund Sauerstoff, obwohl wir im Nebel sind. Was auch immer. Ich glaube, hier sollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber es ist okay. Gut. Das ging besser als erwartet, weil irgendwie die Hälfte des Nebels gar nicht als Nebel zählte. Na toll, die Wasserwelt. Aber die ging auch. Das ist ja einfach nur einmal durchschwimmen. Da
Das hält Geralt aus. Gar kein Thema. Muss jetzt die Eiswelt kommen? Ja. Schön komplett durchnässt in eine Eiswelt. Cold. Meinst du? Freeze to death if I don't hide somewhere. And I gotta find that next passage quick. Ich habe keine Ahnung mehr von dem Weg. If I can just find cover along the way, I should make it to the passage. Mein Nachbar nicht. Ach, jetzt ist er. Jetzt tickt's runter. Aber ich glaube, das Haus hier zählte. Und hat sogar Loot. Richtig großartig. Ich glaube, die Eiswelt hatte mich auch mindestens einmal gekillt. Notizen eines Reisenden. Das Schlimmste, die allumfassende Stille. Es scheint, als gäbe es keine Menschenseele. Nur Schnee, Schnee, überall Schnee, soweit das Auge reicht. Doch manchmal finden wir Menschen in ihren Häusern, die noch am Leben sind. Alle sind hungrig, alle sind durchgefroren, aber niemand verweigert einem Hilfe. Wir dürfen uns in ihrem Feuer wärmen und Kraft schaffen, bevor wir weitergehen in Richtung Leuchtturm. Das heißt, die Nahrungsmittel seien dort noch nicht ausgegangen. Light in a place like this? Someone must have lit it. With any luck, it was a certain grouchy elven sage. Snow's up to the rooftops. Wonder how long this blizzard's been blowing. Wie lange? Ja. Ich wollte da oben mich zwar eigentlich noch umgucken, nicht direkt runterspringen, aber ist okay. Of course. What else? Böser Dog. Okay, das tickt doch verdammt schnell runter. Ja, ich glaube, das ist die Passage, wo ich mehrfach draufgegangen bin. Oder mindestens einmal draufgegangen bin. Cool, trotz Essen funktioniert die Heilung auch gerade wieder so eher homöopathisch. Lauf, Geralt, lauf. Da gibt's Feuerschaden. Reiche mir meinen Quicksave-Knopf.
Oh, guck mal, ich habe einen Hund gefunden. Geralt, können wir drinnen kämpfen. Wäre total nett von dir. Ah! Took you a while? Did you run into trouble? No. Just taking in the sights. What is this place? Feels like I've been here before. You have. You fought Eredin's projection here. Before that, Ciri fought here. For you. What are you talking about? Ever wondered how you managed to leave the Red Riders? Many times, but I don't remember a thing. Ciri came for you. She sensed you were in danger, tore you from the Hunt's grasp, then deposited you in the woods near Kaer Morhen. Did Eredin start hunting her because of that? Because of me? Why didn't she say anything? What would it have changed? Where are we? World of the Enel? No. This is Ted Dera, the time of the end. The world destroyed by the White Frost. Alas, this awaits us all, though at differing stages of our existence. So calm when you say that. Eredin succumbed to his knowledge of the apocalypse. Fear rules him now. I'll not commit the same error. Care to clarify? Not here. Not now. Going after Gels is proving quite a trek, but I still don't know why he's so important. Eredin differs from the king he killed. Power for its own sake interests him. He has little patience for bureaucracy. He spends most of his time atop his steed, leading the Red Riders. So what does he need in the capital? A good viceroy. Gels is an excellent administrator and an even better plotter. He's the most dangerous individual amongst the Enel. He got any weaknesses? Yes. He's righteous. I was hoping we wouldn't get separated. I warned you it could happen. Where'd your journey take you? Through a world whose sun had just died. I barely reached the next passage in time. Light on the peak. Was that you? I thought it might aid your passage. After all, that is what lighthouses do. Show the way. Doesn't look safe here either. Let's go. This way. Next passage. When will it open? Shortly. Diese Welt hat keinen Loot. Naja, zumindest der Raum hat keinen Loot. At last. This Tyr Nalia? The Palace of Awakening, formerly the Moon Palace. Gel's headquarters. Beautiful. I'm glad to know you appreciate it. Elven architecture is a bit more sophisticated than yours. Oh, who's this? And why are they here? I believe we're done for the day, my tulip. Be a dear and leave us alone. For I think we can agree this matter is between us and us alone, correct? Crevan of Spain, Coman Maca, and the Witcher of Rivia. Ketmil. Do you like my new model? Something of Lara Doran about her, wouldn't you agree, Crevan? Her height, perhaps. Nothing more. I see I've touched a tender spot.
So let's change the subject, shall we? Care for a drink? Didn't come here for tea. I must admit, you appearing here, quite the surprise, Witcher. Incidentally, interesting choice of allies. Do you think Avallac'h is honest with you? Just curious. No, but honesty's not a facet of your species. So quit spewing bile. Won't gain you anything. I detect a shadow of impatience in your faces, it seems. So what brings you here? I've come to tell you who killed our king. You've gone through a great deal of trouble to reach me. So I must believe you've put equal effort into preparing this lie. You shall see the truth. You will dream it. You've been a neuromancer. My intuition was correct. This will be interesting. Better believe it. This way, please. Witcher Geralt, a true man of action. Might I know where we're going? To the world of the Enshe. Directly this time. Let's go, before any guards show up. Ja, ja. Wahre Künstler oder so. I take it I needn't introduce our guest. Greetings, Cyril. So it's true. The swallow has befriended the fox. There's naught you can do to make us turn on one another. Avallac'h blackmailed you. Do you not remember? Tried to force you to warm our king's bed. Treated your body like a side of pork. I remember. But I also remember what you advised Eredin do with me once I was caught. And I remember what the Red Riders did at Kaer Morhen. I didn't come here to argue. The proof you promised, where is it? You will see it. In your dream. Ah, yes. The Oneiromancer. Visions that cannot be fabricated. Do you wish to show me how Eredin murdered our king? What then? Am I to incite the NL against Eredin? Call for revolution? And proclaim Avallac'h our new king? You'll do what you want. If you decide to continue serving the regicide, so be it. Wouldn't even be surprised. Very well. Have your oracle summon dreams of my king's last moments. We shall all dream them, to make certain there are no misunderstandings. Why not? The king is dead. Long live the king.
You must face him on your terms. In this world. In a place of your choosing. It's your only chance. Sail to Skellige and find the Sunstone. With it, you will summon the Nagelfair. Eredin will come too. Should he call for reinforcements, no NL will answer. You have done the thing most just. A new portal to Tir na Liar will open. I shall stabilize it and you will return. Come with me. Just as well. Could have been bluffing. Might have just said that so we'd let him go. Damn it, we should have pressed him. Calm down. Avalark knows him better. We'll hear him out when he returns. Speak of the devil. Geralt's worried. He believes we let Gels go too easily. He got off cheap and easy. Sold us a few pieces of advice, some story about a sunstone. He gave us his assurance that he'll not support Eredin. And that is quite a lot. Seems to me you have a plan. Care to share it with us? Once we find the Sunstone, aided by your sorceresses and their magic, we shall draw Eredin's ship to a bay along the coast of Undvik. We will wait in ambush, lay a trap. When the King of the Hunt arrives, we will spring it and kill him. Just like that? Defeating Eredin will be no small feat, but we will accomplish it. Gather everyone and we'll meet at the port. Then we sail to Skellige. Ja, ja. Amphisius kriecht vom Wetterdampfregal durchs Höllentor in die eiskalte Hölle und wird direkt schockgefroren. Bei minus, ich glaube, wir haben inzwischen mehr als 31.000 Grad. Und ich habe aber noch keine Idee, wie ich das sinnvoll mache. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Hauptquest. Vorbereitung für die Start. Noch was anderes? Nö. Okay, wir können jetzt tatsächlich einfach stumpf nur noch Hauptquest machen, weil es gibt keine Nebenquests mehr. Weil wir könnten mal kurz zu... Sind wir gerade in Novigrad, richtig? Richtig. Und wir sind sogar in der Nähe von Apir. Und wir müssen auf dem Weg an Apir vorbei. Mir ist gerade macht so keinen Unterschied mehr, welche Temperaturmesser man nimmt. Das ist korrekt. Warte mal, gab es in der Bude eigentlich Loot? Danke für einen Freund. Das war eigentlich inzwischen komplett pointless, den einzustecken, aber egal. Packen einfach Rittersporn, das Deko gleich mit ein. Ja, seine Schmuddelbilder lässt er da einfach liegen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Don't miss a woman's Ah! Was ist das hier eigentlich für ein Pisswetter? Und was ist hier schon wieder? Friedrich und besorgten Bürger schon wieder Spiel. Die Quest ist gefühlte 7 Millionen Jahre her. Nimm deine Flugblätter und schieb sie dir sonst wohin. Die nächste Feuerdonne zum Beispiel. Die nerven langsam ein bisschen. Ja, Apir. Greetings, Apir. Greetings, Geralt. How might I be of help?
Du darfst Dinge What do you have on offer? Und zwar darfst du mir dein Geld verkaufen, ich gebe dir für Gegenstände. Klingt eine tolle Idee, oder? Oh, ich bin nicht mal pleite gekriegt. Gut, wir waren auch nicht in Skellige und haben Fragezeichen gelootet. Oh, guck mal, er nimmt auch die Meritium-Handschellen. 12 für 708. Ja, oder auch nicht. Vielleicht auch nur 9 für 531 und dann ist er pleite. So long. Stell dir mal vor, du darfst 100 Gewichtseinheiten tragen. Dann liegt genug unterwegs, das hier auf 800 plus Gewichtseinheiten aufzublasen. Dann musst du entweder kriechen oder blickst oder erstickst mit der Zeit. Ja. Ich würde sagen, da hat jemand ordentlich gelootet. Und hat dabei keine Sauerstoffflaschen gelootet. Ruckel. Stopp, Ruckling! Help protect Ciri from the Wild Hunt, and the Emperor will grant you amnesty. I hope we can trust you. You can. What of Fringilla? That I don't know, but I shall take it up with him. You barely said hello and you're already plotting something. It's clearly in our nature. I hear right. You convinced the Emperor to pardon them? Provided they help us defend Ciri. Got a hard time believing Emperor'd go in for a deal like that. If you can't believe it, don't. I don't need you to. Bit about Fringilla. What was that? Triss told me you couldn't contact her. Perhaps because she sits in the Emperor's dungeon, chained in Dimeritium. At least that's what Rita implied. Take it the Emperor forgot to tell you about this. I don't like it. That was not our deal. When it's all over, I'll need to have a candid discussion with the Emperor. Come. They're all waiting for us. Whoa there, Ragpicker! Idiot. War doch nur ein Gebäude und es darf jetzt inklusive Piratenmoote und die dranhängen. Ja, siehst du? 60 Gewicht bereits durchaus zum Licht. Ja, gut. Oh, you make a fine sailor. Geralt? Ever think about the past? About your time with the Hunt? At times, I'm amazed we survived. Eredin's not usually one to leave witnesses behind. That's just it. He didn't. Lost my memory when I escaped the Hunt. Ah, yes. Your famous amnesia. You didn't have it? For a short time only. Once the Emperor's mages got their hands on me, my memory quickly returned. When the Hunt had you, hope they didn't hurt you. Even if they did, I've no memory of it. The whole time's but a string of phantom images. Blood and fire. A wild chase through different worlds. All shrouded in fog. Though I do remember you coming for me. Trading your life for mine. I hadn't the chance to thank you then. You'd have done the same for me. I'm touched by your certainty. But you've yet to tell me how you escaped them. Wouldn't mind knowing that myself. There are times I remember rushing forward, Red Riders around me. Next thing I know, I'm in the woods at the foot of Kaer Morhen. That's it.
Wir haben doch gerade erfahren, was dazwischen war. What did Eredin want from you exactly? The same thing he wanted from you. You don't recall? Draw a blank on most of my time with him. We were bait, Geralt. Both of us. Eredin believed Ciri would come for us sooner or later and he would capture her. Fortunately, she didn't fall for it. How do you go from being the Emperor's hostage to being his ally? One day, the door of my cell opened, and instead of seeing the usual officer, I saw Emir. He promised to release me and grant me free reign of the Imperial Treasury, provided I did what he asked. He told you about Ciri, and you accepted his offer. Why? Shared aims make for strange bedfellows. I knew I had to find Ciri before Eredin did, and if any man had the power and the means to help me, it was the Emperor. Besides, once all's said and done, he is her father. Why didn't you look for me after you'd recovered your memory and your freedom? I assumed you would recover quickly and find me first. You had mages to help you. I was on my own. Well, not entirely. Besides, I knew you'd fled the hunt. Eredin would never have let you go. He'd erased my memory, but you escaped. It was wholly possible he hadn't had the chance with you. And there were your Witcher mutations. I expected they'd stave off any serious injury. Still can't get something out of my mind. What? So, feel any different after our encounter with the Djinn? Yes. Now I feel regret. Mean to say that? That I regret we didn't try that earlier. Much earlier. Think we would have argued less? Quite the opposite. But the other moments would have been more intense as well. Moments like this. Found something that might belong to you. That skull some sort of accessory? If so, you've changed your style a bit. It's a weapon. Don't remember ever seeing you with that. It's as you said. I've changed my style. Das ist eine komische Überblende gerade. Thanks, Yen. See you later. All are present. You were the last to arrive. Might we set sail? Anchors away. Und ab in die nächsten Teile abreist. The king of the Wild Hunt sailed aboard the Naglfar, a giant longship that traveled between worlds. As Gels had advised, the Witcher set out to find the Sunstone, an artifact needed to draw Eredin into a trap. Das ist immer noch weird, also das Langschiff von Eredin Naglfar nennen. Well, that settles the question of His Imperial Majesty's whereabouts. Does he aim to conquer Skellige? But he knows. Those are my friends.
He wishes to grant you the Isles, with Sintra and the rest of the Empire. There is an upside to all this. Is that so? The Emperor will have to help us fight the Hunt. And we've just found Fringilla Vigo. We must hurry and find the Sunstone. Seems we've plenty to do in Skellige after that. Fringilla Vigo. We need her here. At the moment, we don't even know what the Sunstone is. It was created so the Mountain Elves could summon the vessels of the NL. Now it merely serves as a symbol of a lost opportunity to unite the two tribes. Truly? Can all of you be unfamiliar with the story of Gelban and Dillion of the White Fleet? Tell us, please. Absolutely love elven legends. Gelban was a sage of the Elder Elves. He fell in love with an Enshe elf, Dillion. Yet she spurned him. That was a jest on Geralt's part? Too late. It won't hurt any of you to know this. On the day the White Fleet was to set sail, Gelban gave Dillion a gift. The Sunstone. He believed Dillion's heart would soften in time. Once her longing for him burgeoned, she was to use the Sunstone. Though worlds away, he would return for her. Sounds promising. Let's just hope this Sunstone proves more useful to us than it did to that elf woman. Ich war wirklich interessiert an der Geschichte. What I want to know is if we'll be able to use the Sunstone. You? No. Me? Naturally. With a touch of help from the sorceresses. Of whom some are below deck vomiting, while others remain unreachable. The Sunstone's in Skellige? How do we know that? From legends. Elven ones. It lies where the White Fleet landed centuries ago. Meaning anywhere on any one of the Isles. Splendid. Ermion. I'll talk to him. Know where he is? I'll ask around the port. Croc's longships are moored there. Can you teleport me onto Amir's ship? Not a chance. It's better shielded than the Emperor's alcove. Though we could try to force our way through. We need Fringilla in one piece. Think they know we're here? Amir's mages, of course. If the matter of Fringilla Vigo were resolved, they'd probably just send her over here in a skiff. It's far from resolved. The Emperor pledged to ensure the Lodge's safety, but... Fringilla's a pricklier matter. She's his subject, one officially sentenced to death for treason. You'll need to learn what Amir has planned for her, once we've found a way to toss you over to the Imperial flagship. I'll get on the Emperor's ship myself. Plan to swim? With swords on your back? You'll get shot up like a sitting duck before you can say the white flame dancing on the graves of his foes. Don't panic. He'll find a way. Make your approach by night. You'll stand a better chance then. And once you're on board, show His Imperial Majesty this letter. Hand it to him directly. We should remind him what he promised, and what he'll get in return. Bin weg. I'm off. Good luck. Und während wir das Schiff des Kaisers entern, könntet ihr vielleicht einfach mal den Kram... Kaiserliche Majestät, gestattet mir, euch daran zu erinnern, dass unser Arrangement sämtliche Zauberinnen betrifft, die sich an jenem riskanten Unterfangen beteiligen wollen, dessen glücklicher Ausgang uns so wichtig ist. Nachdem es mir bereits gelungen ist, viele Mitglieder der Loge zu versammeln, fällt es mir schwer zu glauben, dass ihr es Fringilla Vigo verweigern wollt, zu unserer Gesellschaft zu stoßen. Ich verstehe, dass ihr aufgrund von persönlichen Faktoren nicht geneigt seid, euch von eurer Untergebenen zu trennen, doch ich versichere euch, dass unsere Interessen dazu nicht im Widerspruch stehen. Ich verspreche, dass ich mich an die Bedingungen unserer Abmachung halten werde, obwohl sie mir Opfer abverlangen und mich in eine unvorteilhafte Situation bringen. Ich bitte höflich, doch mit höchstem Nachdruck darum, dass ihr Fringilla freilasst. Mit allem Respekt, Jen. Mhm.
Nebenquests haben wir keine. Okay, das sind 28er Quests, die sind inzwischen alle ausgegraut. Wow. Wir sind 10 Level über der Hauptquest. No. Ich würde sagen, es ist eh gerade dunkel. Boring as fucking shite. Like. The nymphs were biting yesterday instead of the fish. Aye. Following him myself. Ah, shoot! Ja. 1600, da gibt es auch sicherlich einen Teleportpunkt näher. Bitte teleportieren Sie mich. Dort. Warte, die Flotte liegt vor Undvik. Wollten wir nicht die Flotte der... It's clearing up. Und wieso ist es jetzt hell? Und wieso liegt hier nur das kaputte Boot? Machen wir mal 22 Uhr. Da ist es definitiv dunkel. Naja. Oder sowas ähnliches wie dunkel. Sink the boat! Shoot! Wait, Harley. Damn it. Nicht direkt an mit. Versenkt das Boot. Arschgeigen. Gut, dass der Ausguck da direkt neben mir zu dämlich ist, überhaupt irgendwas zu sehen. Quite the adventure. I remember Undvik. They showed me how to weave nets. Was ist denn das? Was ist das? Pleasant to come back up. Was war das hier? Hold! It's the Witcher! Emperor's orders! Stand down! Gut, dass er sich trotzdem drauf schleicht, während gerade schon die... Witcher, what a pleasant surprise. Warm welcome. Thank you, Your Majesty. You should have come with my daughter. Your welcome would have been different. Where is she? In Serikanien. Close. Close, White Wolf, is what you are to decapitation. You're insolent because you believe I cannot afford to hurt you. And you're right.
Yet that will change one day, when you are no longer indispensable, but disposable. But enough of that. Let's not get ahead of ourselves. What do you want? Fringilla Vigo. Been told you promised Yennefer you'd free her. I can see. I know you're a busy man. So here's a letter. Ought to refresh your memory about the Lodge. Even Yennefer's humblest requests seem like threats. I've always liked that about her. Very well, so be it. Truly prepared to forgive them? Amnesty in exchange for help? I'm prepared to abide by the agreement I made with Yennefer. Didn't answer my question. Nor must I. Time I was on my way. At last, a point we agree on. Guards, bring me Fringilla Vigo. You may remove her Dimeritium shackles. No introductions are necessary from what I've heard. Farewell. Fringilla. Been a while. The other sorceresses, they're on Ginvale near Ardskellig. We could take a boat. I'm sick to death of boats. And I despise teleports, but have it your way. Let's go. Ein Texturriss am Hals. Fringilla Vigo. Philippa, a pleasure as always. Come now, we need none of that. Fringilla, we must speak. Oh my. Mhm. So, Frage den Typen da oben, wo der Sonnenschein ist. Grand those swords, but I prefer me trusty axe. Wolf, did you see? The black dogs in their rickety tubs. They bay at our gates, seek to strike fear in our hearts. Saw them all. Where's Ermion? Went to see Lugas. An uncrate on the throne remains a thorn in his ass. Now he's seen the Black Ones, it pricks him even harder. The Druid's gone to reason with the dim-witted knob. Think I'll join Ermion. Need to talk to him. Go. And when you see that bloody twit Lugas, be sure and tell him... best not. The Druid knows what to say. Farewell. Ja, ja. Was it hard? Killing that vermin? Oh, they get him Oh. Sag ihm, ja, vielleicht doch nicht. Ich meine, wir können ihm auch einfach den Kopf abschlagen. So wie was kann mit dem ganzen restlichen Paket tun? Ach ja, die sind ja sogar auf der gleichen Insel. Nur andere Seite der Insel. Respect, Witcher. Friends we show heart, foes we show our axe. Mhm. And what else would Crack have? I'll not kneel before an Oncrite, never. That clear to you? You prefer to aid the Black Ones? I'd sooner right the rights of bleeding Moorhog than let Crack rule all Skellige. And your men, what do they say? Will they follow you when the Jarls call you a traitor? This here's my land, Druid. Watch your words. Would you be king by Nilfgaard's grace? That's your bark before you bite. Did Crack send you here for my head? Well then go ahead. Try to take it. Get him!
Okay. Wir stellen fest, er hat angefangen. Bin zwar nicht abgeneigt, aber er hat angefangen. Aber Typ, geh mir aus dem Weg. Wie nutzlos willst du im Weg stehen? Ja. Ja, genau. Du wirst mich killen. Guck mal, deine Gliedmaßen fliegen in der Gegend rum. Was habe ich zum Thema Armbrust gesagt? Immer das gleiche mit denen. Nie hören die zu, wenn man was zum Thema Armbrust sagt. Hier, Ring Clip. Was genau ist denn in dem Clip? Ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Wegblockiert-Clip. Und hole ich mir nachher an und schneide ihn zurecht. Ach, den haben wir hier in der Ecke zerlegt. Ich habe nicht mitgekriegt, dass wir den zerlegt hatten. So, haben die hier ein Veliner Langschwert in einem Skelliger Waffendings hier. Fuck. Was halt mit dem Schrott? Hier unten schon wieder Streit angefangen. Was jetzt? Jetzt Typ, warte doch mal, bevor du hier mit dem kompletten Dorfstreit anfängst. Come, we should not stay here. Ah. Dann riecht nach Feigling und nach Tod. Pack mal einen fliegender Kopf. Ich wollte gerade looten. Oh, Ärmel macht das schon. Dann will ich einfach looten? Nein, ich darf im Kampf nicht looten. Darf ich jetzt looten? Jetzt darf ich looten. Vielen Dank. Typ, jetzt bleib verdammt bei eins stehen. Oder willst du jetzt hier unten auch noch alle umbringen? Hör auf, die ganze Bande auszulöschen. Come, we should not stay here. Sprich außerhalb des Territoriums von Lugos. That's enough. Wait. This one's really funny. What's the difference between a Nilfgaardian and a drowner? All right. What is it? Drowners know how to swim. Okay, immerhin mussten wir hier unten nicht auch alle umlegen. Well, Geralt, I see no row can occur in Skellige without your participation. Mean and inaccurate, Hermione. Seems to me I've missed quite a few. The blood of Croc's blood sits upon the throne, and that is your doing. I'm afraid you've ignited a small civil war. For ages, men had shed each other's blood in the quest for Skellige's crown. Politics as usual, just a difference of degree. Yet the bloody feast at Caer Trolda was different.
It was dishonorable, treacherous, needed investigation. More Witcher's work. Work that culminated with the crowning of the Isle's new queen. Jetzt will er mir das auch noch an die Schuhe schieben, oder was? So, Clan Drummond will attack sooner than we expected, it seems. Thought Kroch sent you to negotiate an agreement with Lugas. Ha! An agreement? Only Kroch believes such a thing possible at this stage. Mean I didn't actually ruin things for you? Not this time. Lugas' death stands to change a great deal. His cousin, who will now be named Jarl, is a weak commander. Stupid. This war will start soon, end even sooner. But why have you returned to Skellige? Du siehst dort diesen großen Haufen Schiffe vor deiner Küste. Nicht? Okay. How's Sarah's handling things? Has the makings of an excellent queen, if she would only flee her father's shadow. Everyone, Lugas excepted, declared their support for her. Yet the minute the Imperial fleet appeared on the horizon, the Jarl took matters into his own hands. And Hjalmar? The lads led 3 raids against the Imperial fleet, all against Kroch's will, all failed. Yet he'll find volunteers for another. Yeah, sounds like Hjalmar. Nein, greif sie nicht an. Doch, mach ich doch dann. Kaputt. Nein, greif sie immer noch nicht an. Doch, will ich aber. Nein, immer noch nicht. Doch. Listen, Hermione. Know anything about the Sunstone? Legends place it somewhere in Skellige. The Mask of Urberus first, now the Sunstone. Monsters may rest easy. You've become a treasure hunter. I've never found the Enshe elves interesting. But there's a skald, Eyvind. He could help you. Once told me of some inaccessible caverns or ruins or some such. Where will I find him? Today? In Arenbjorn, doubtless. You might also ask the Pearl Divers, Erling and Matthias Fischlung. Of late, they hunt near the tip of the bay, eastern end. Nils Nudel, vielen Dank für deinen Lurk und einen schönen guten Abend. Fischlung? Interesting. So they call him. Submerges for hours at a time. None know how he does it, but I've my suspicions. Not too fond of him. It's nothing personal. I couldn't stand his father or grandfather either. Hey, ich mochte die Familie schon seit Generationen nicht. Okay. Thanks for your help. One thing, Geralt. These caves are ruins. Matthias and Erling's ancestors would have looted them bare centuries ago were they not protected by some magic barrier. Take a sorceress with you. You must have brought at least one along. Whole gaggle this time. Gods protect us. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er mag die Zauberin nicht. Toll, wir mussten uns natürlich irgendwo mittig zwischen den beiden Schnellreisepunkten. Wow. Roach. Foreigner, watch your step. Watch deinen Step doch selbst, ey. Nein, Plötze. Wer hat dir gesagt, dass du abbiegen sollst? Niemand hat das gesagt. Ich habe gesagt, folge dem Verlauf des Weges. Nicht bieg ab.
Na, immerhin. Nicht runtergefallen. Not now. Watching for Nilfgaard's fleet? Fleet? Oh, aye, they mentioned something. Nay, I've more important matters on my mind. By my calculations, today's the day Gevorg, the legendary white whale, will swim the waters of Skellige. Been waiting for this my whole life. What's this whale about? He's to appear when specters descend from the heavens into the waves. The serpent wakes the sea's wrath, and an icy monster devours an isle. Be the first bard to compose a ballad about him. Legends don't happen to mention a curse of the Black Sun, do they? Black Sun? What are you on about? Never mind. Let's watch for Gevorg together, and you can tell me what you know about any elven ruins in Skellige. Heard of some cavern no one's been able to enter? Good thing, too. Elsewise, they'd have plundered it long ago like all the others. Eyvind. What? Just wanted to assure you I only want to look around the cavern. It's research. Research? Writing a historical treatise on the Enshe elves, under Ermien's tutelage. Ermien? Man never cared a whit about the elves of the mountains. I've seen through you, you conniver. Cut me to bits if you like, I'll never tell you about the cavern. Du hast übrigens deine Wahl verpasst. Nur mal so. Nebendran erwähnt. Plötze, wieso bremst du ab? Weil das echt lange gedauert hätte, wieder hier hochzukommen? Nachdem wir im Wasser gelandet wären? Jetzt gucken. Das Mikro. Den Lüfter warnt. Rein theoretisch dürfte es das nicht. Also ihr dürftet theoretisch jetzt gerade keinen Lüfter haben. Dafür sollte mir gleich ein wenig kühler werden. Und ich glaube, ich habe auch 13 lautere Lüfter hier direkt neben mir. Nennt sich Rechner. Giddy up. Glück an Lüfter habe ich für eine Turbine. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht bei mir. Ich glaube, die hat eine andere Quelle. Na, wie könntest du dich für eine Route entscheiden? Ja, und die Routen hier sind alle scheiße. Wir müssen nämlich auf den Weg und da kommen wir eh nicht rüber, weil plötzlich nicht schwimmen kann. Okay. Also irgendwas mit Käfer da. Boah! Ja, lass mich raten, jetzt knallen wir hier gleich richtig schön den Felsen runter. Plätze, beweg deinen Hintern hier runter. Okay, weißt du was, Plätze? Lass mich einfach... Ich gehe zu Fuß. Das hat keinen Sinn. Dieses Pferd ist für Skellige halt überhaupt nicht geeignet. Kannst du den Skellige vergessen.
Oh, ich merke kühle Luft. Nice. Hey, look! A skeleton! A real skeleton! Hear that? It just said something. I didn't hear nothing. Boom! Ah! Silver! You dummy! Wow. Das Scare, ey. Hast du gehört? Das Skelett hat was gesagt. Nee, was denn? Oh, ich habe Banditen gefunden. Hatten wir die Diskussion mit denen nicht schon? Let's dance. Guten Tag. Oh, hat mein Schild getroffen. Die Diskussion hier oben hatten wir schon. Must be the Pearl Diver's boat. Die Diskussion führen wir jetzt mit ihnen unter Wasser, oder? Ah, lass mich warten, das ist die Höhle. Die Höhle, die niemand durchtauchen kann, weil sie zu tief und tief und... Oh, wir haben Luft. Naja, egal. Ja, schon Licht an. Katze rein. Nee. Toll. Look, Erling, told you we wasn't done for the day. Didn't even have to fish this one out. You daft? Can't you see he's a witcher? What's a witcher doing here? Run out of pearls? Not your concern. What the sea gives, we take. Seems she's a reluctant giver. Aye, I could use a better knife. But a few hours and their fingers are swollen. Plan to return the bodies to their families at least? I mean, once you're done. They speak true. Mutants got nothing resembling refined sentiments. Look at them. You think their ever-loving mums and wifeys want to see them in this state? The sea will bury them. And that's that. Risking a lot. Why? That a threat or something? Don't need to worry about me. But I heard calls underwater. Monsters must have sensed blood. I don't hear nothing. Ordinary folk never hear these things, till it's too late. We best get out of here, Matthias. Listen, heard you know a thing or two about elven ruins in Skellige. Who says? Ermion. You'll not tell him what you saw today, will you? Depends. Elven ruins, you say? What you want to know? Druid mentioned some cavern you've never been able to enter. Where is it? East of Caer Trold. In a cove you can only reach from the sea. We got nothing else for you, so if you're done, we'd rather get back up top. I'm done. And good idea. Stundenlang tauchen.
Oder 2 Minuten, bis wir in der Höhle sind. Show me what you got. Toll, eine Meute Ertrunkene. Bisschen defekt, der Typ. Oh, jetzt rausgeschafft. Aus seinem Tanzkurs. Ist da noch was Interessantes drin? Spannendes? Ne. Toll. Eine ganze Höhle für nichts. Oh, hell. Die Katze ist erst zur Hälfte abgelaufen. Oh ja, Eis. Geralt. Meditieren wir da schon. Danke. Sprich mit Yen. Sollte ich mit Yen sprechen? Meh. Meh. Ja, fast. Das Problem ist, dass wir hier kein Boot haben. Gut, hier auf der anderen Seite, aber jetzt hätte ich gesagt, wir grasen mal kurz die 3 Fragezeichen ab und fahren dann direkt zu Yen, aber ich glaube, die Fragezeichen werden hier einfach liegen bleiben. Scheiß drauf. Blöde Wasserfragezeichen, ey. Ja, keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf. Können wir ja nach der Hauptstory machen, wenn wir auch Geld brauchen. Und dann habe ich ja 50.000. Ist auch schön, dass die Karte sagt, da ist nichts. Aber in Wirklichkeit ist so eine Brücke. Ihr denn jetzt hier? Habt ihr keine Hobbys oder so, dass ihr hier ankommen müsst?
Nee, 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 nee. Geht weg. Was denn jetzt? Darf ich denn jetzt endlich schnell reisen? Oh, das sind sogar 53.000. Vielen Dank, ach. Nee, 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 nee. Hier dreht mein Controller durch. Ich stehe nur im Hafen. Take a gander. I'd rather verify it now. Otherwise, I'll continue to wonder if he's not about to stab me in the back. You've something of a persecution complex. You needn't come with us. I hadn't intended it. Going somewhere? Ciri says there's a site in Skellige we must examine. Avalach's clearly hiding something from us. Earlier, when we were in the Isles together, Avalach mentioned a laboratory. At one point, he wished to teleport there, to retrieve something. And he refused to take me with him. It was all very strange. Sufficiently suspicious, don't you think? So what? Want to just sneak in and root around? Exactly. Coming with? Sicher. Fine. Where is it? On a small isle between Undvik and Speakerog. Not exactly on our way. Just found out the Sunstone's on Ard Skellig. Cavern along the coast that we can only access from the sea. Gonna need some real magic to get in, too. Go find this laboratory. I'll explore Ard Skellig. You can join me later. Philippa, your eyesight. Only just recovered and magically simulated. Didn't you say you'd need some time to get accustomed? Did I? I'd forgotten how irritating she can be. Come, Ciri. We'll await you there. Er hätte mich auch mitnehmen können. Na, wo wird denn dieses schöne Labor wieder sein? Oh, es hat einen Teleportpunkt. Ja, okay, dann ist das okay. Dann ist das fein. Dann muss ich ja nur zum nächsten Teleportpunkt. Ich dachte, ich muss mir jetzt wieder ein Boot schnappen und dahin fahren. Come closer, stranger. Come closer, stranger? Stell Stranger. Das Maul, ey. That's exactly how. Well, my dazzle. Nee, geht nicht durch. Rein. P, was? 302. Ja, und? Das hält sie ja nicht davon ab, 2 Portale zu machen. Einen schönen Namen, Tommy. Oder Tom. Jan, könntest du die beiden hier mal kurz sprengen? Du jagst doch gerne Dinge in die Luft, oder? Entrance is very well protected. I believe we'll find something interesting inside. How will you lift the barrier? Atlan Kirk's inclusion should do the trick. Remember the spell? I remember you teaching me. And to think I thought you an overbearing cold shrew at the time. Now. This is no time to get soppy. So, sprich mit Jan. So, any incriminating letters? Closets full of skeletons?
We've not even opened the door yet. It's a highly complex magic barrier. Let's try. Yata Ligen! We've awoken the sentry. I'll take care of it. Trying to get through the barrier. War doch klar. Aua. Aua. Der hat noch nicht mal Loot. Kackvieh. Oh, sie hat den zweiten nicht geweckt. Ich bin begeistert. Pretty cozy. Doesn't look much like a lab at all. That proves nothing. We must look around. It's a bit low, isn't it? Rummaging through his papers. You wish to come, my dear. Portrait of Ciri, I think. No, that's not me. Where's the scar? It's definitely you. Really captured you. Sure Avallac'h's only interested in you for your magic abilities? Very funny. Didn't know he had a sweet tooth. Schien wenig zu erkunden. Feel like I've walked into somebody's bedroom. Yen. Genealogical chart of the Enhanikir, the Elder Blood, from Laura Doran. To me. You never showed me the full version. I had no idea Viedmont of Eden was an ancestor. Was he the one who punished his daughters with a hot iron? Or the one who had his own father's eyes gouged out? Him of the daughters. My, even I'd never seen the full version. Seems Avallac'h has analyzed all the paths of Lara's gene, even those we thought extinct. He's only analyzing? Really believe that? If he's anything like our mages, I seriously doubt he's standing back and observing how Laura's descendants are doing. I don't think we'll ever know if or how deeply the elves have meddled in the gene's mutation. Did you have a hand in what Geralt mentioned? The work of those human mages? Of course not. Let's look at his notes. Gods. He spent over 2 centuries on this. He was the first to study Lara's gene. Volker? Some entries about Ciri, but it's here, later, that things get interesting. He actually tried to cultivate a genetic mix like Ciri's, but one excluding the human line. Meaning what exactly? That I ought to be looking about for giant jars holding my siblings? Don't be foolish. Avallac'h never got that far. Apparently all his experiments ended in failure. You are unique. And that's why we've the Wild Hunt to contend with. Let's ferret on. See if we can't find something even more interesting. Ja, ja.
Don't be foolish. Er hat es nie so weit geschafft. Ja, und er hat ein Porträt von sich selbst und seiner eigenen Bruder hängen. Okay. Ich weiß ja nicht. Elves sure know their fragrances. Diese Schweine, ich habe gerade in den letzten 5 Minuten Schweine in Witcher 3 in die Ecke getrieben. Du spielst das DLC? Someone's there, beyond the door. You're a standard. Might have expected a hidden portal. Oder warum treibst du Schweine durch die Gegend? Und was wurde aus Starfield? How did you get in here? Who are you? Not your concern. Get out of here. Now. You? I remember you. From Tir na Liar. Remarkable. I thought all elves looked alike to those of your race. If it's Avalach you seek, he's not here. I know. And yet you come here. What for? To spy on him. He tries his damnedest to save you every time you do something stupid. Is that not enough? What can you possibly know about that? You'd be surprised. He's told me a great deal about you. Like what? He said you shared Lara's features. I don't see whatever it is he sees. It seems a bit like trying to drink water from a mud puddle. But I imagine that belief somehow helps him with his task. What task? Do you think he trails you everywhere for pleasure? Even I grow ill at the sight of you. It's incredible how those like you still believe you're superior to humans, in any way. She's no human. She's a degenerate half-breed. To have no choice but to use something like that? It's humiliating. Another word, and I'll... What? You'll change nothing. She must do what she must. Then Avalach will finally be free of her. If he hates me so deeply, why didn't he tell me to my face? Avalach means that much to you. What's that got to do with anything? If they despise me so, they should leave me be. Ciri. What? Do you fear I'll level this place like I did Kaer Morhen? Shame I can't do that at will, because I'd really like to now. Ja, dann mach doch.
Bisschen. Mach mit. There, that's better. Let's get out of here. Renovierung? Ja. Wow. Jetzt sie einfach nur einen Filzstift geschnappt. Na super. Aber bin ich mir sicher, dass eine Magierin die Bude ordentlich hätte renovieren können. Must we return to the boat right away? Something else you want to see? Not here. On Hindersfjall. In Lofoten. I met a young man, Skjal. And I'd like... What is it? Ciri, Skjal is dead. The Wild Hunt. Everyone? No one survived? Skjal died later. You sure it was him? You'd met him? I was there. I saw his body. Will you visit his grave with me? I'd like to say goodbye. Wir haben ihn gesehen. I'll go with you. Thank you. Could you open a portal to Hindersfjall? I can. Let's do this. Come back soon, all right? See you. Let's look around. Should be a relatively fresh grave mound. Thank you for coming. I detest graveyards, especially wandering them alone. Let's look around together. Come on. Lasse, son of Njord. Olaf, son of Over. Inga, daughter of Trotnir. Damn it. He's not here. Skjal has no grave. Geralt, I shan't leave until I bury him. Think, the body. What could have become of it? They didn't burn it. Save that honor for kings and heroes. Doubt they left him in the garden, too. Bastards. What? Beyond the village, there's a pit. They fill it with sheep taken by Blackleg. Crabs pick at their bones at night. What are you doing? What you should have done long ago. We're burying Skjal. Burying Craven? You defy the right of the elders. Begone. Leave this place. You defile our laws. Lower your voice before we need another grave. How can you defend him? Craven's place is in the ditch.
Skjall saved your bloody lives. The Wild Hunt was after me. Had Skjall not led me away then, why they would have reduced Lofoten to ash. What would the spectres be wanting of some lass who... I am not some lass. And anyone who so much as touches this grave will learn that the hard way. Aye. None will disturb it. Desecrating graves. Well, it's the only thing elders punish harder than fleeing the battlefield. And what you said. Can't know the truth of it. The gods will judge Skjall now. We were right to come. I was deeply troubled. You've no idea. Well, they shouldn't spit on his name anymore. Let's go. Back to the boat. Mm-hmm. Wir sind per Portal angekommen. Ist ja gerade ein Kind einfach durch Geralt durchgerannt. My home is your home. It's raining. Put on Da trifft Philippa in den Ruinen. Nein. Gut, das ist immer noch nur der Gewinnkrams. Das heißt, wir müssen in die Elfen rüber. Vagrant. Mal gucken, ob wir die auch durch reagieren. Not weather with me, kitty pride. Toll. Und dann, wenn wir eh auf dem Wasser unterwegs sind, können wir auch kurz die auf dem Weg liegende Fragezeichen mitnehmen. Klar, machen Körper ins Boot. Alter. Spiel, was ist schon wieder mit dir? Noch immer eine Frage. Nicht? Doch, irgendwer hat auch noch eine Frage. Die hat auch noch eine Frage. Und die hat auch eine Frage.
Raiders, einen schönen guten Abend. Willkommen unter Wasser. Auf der Suche nach Loot. Naja, eigentlich sind wir auf der Suche nach einem Zielpunkt. Und nebendran versuchen wir Fragezeichen mitzunehmen, aber diese Fragezeichen haben keine Lust. Bulldog, vielen Dank für deinen Raid. Was habt ihr gemacht? Wie war der Stream? Ich glaube, den hatten wir noch nicht, oder? Richtig. Und Sauerstoff haben wir auch keine mehr. Geralt, tauch doch mal auf, bevor du absäufst. Stecken wir gerade im Fass. Sekunde, ich muss ganz kurz das da loswerden. So. Banners of Ruin. Was ist Banners of Ruin? Und wie war der Stream? Ich hoffe gut. Und einen schönen Abend. Falls ich das nicht gerade sagte. Wer mich nicht kennt, ich bin verwirrt. Nein, warte, das ging anders. Ich bin Luzi, mache hier irgendwas mit Variety Gaming. Gerade saufen wir in Witcher ab oder auch nicht, weil wir gerade im Wellengang einfach auf der Stelle stehen. Egal, lassen wir das. Wir finden Bugs in Spielen. Und das in sehr vielen Spielen. Kampfkartenspiel Slay the Spire. Ganz gut, auch wenn ich hier etwas schwitze. Ja, ich habe auch schon den Lüfter angemacht, weil irgendwie der Rechner so ein bisschen für Wärme sorgte. Und hoffe, dass er nicht im Stream zu hören ist. Aber seit er an ist, wird es ein wenig kühler. Das ist doch schon wieder irgend so ein Vieh, was hinter mir her ist. Nee. Erst ein bisschen von Witcher 3, weil der Fallschaden Buchstabe noch tödlich gereicht. Ah, ich weiß. Ich habe die 1-0 gespielt. Toll, ein Schmugglerversteck. Wer hätte es erwartet? Was ist mit dem Vieh? Hast du schon gewusst? 3 Pfeile? So 3 Palzen. Gerade habe ich rufen hören, dass wir eine Temperatur vielleicht machen sollten. Ja, dann los. Haut raus. Ich würde sagen, wer die höchste Temperatur hat, verliert. Bei Gewinnen kann man das nicht mehr nennen. Bei den Temperaturen, die da draußen so abgehen. Ist das Vieh gerade unter Wasser geflogen? Verschwinden aber gleich in den Lurk, Essen und Co. Viel Spaß noch. Vielen Dank für deinen Raid. Vielen Dank für den Log. Dir einen guten Appetit, gute Essensjagd. Und ja, nicht schmelzen und so. Ich weiß, es ist schwierig, aber ja. Das geht mir doch gleich auch schon wieder auf den Senkel. Bin mir fast sicher. Ja, ist er richtig. Das ist ein Bolzen, schenke ich dir. Findest du nicht so gut? Also ich wäre bei außen gerade 19,9 Grad. Hier, wo ich gerade sitze, 25. So, ich sage, machen wir den, dann begeben wir uns hier um die Ecke rum, machen die 3 und landen an.
Und haben hoffentlich noch Inventarplatz, wenn wir da... Okay, wahrscheinlich nicht. Ja, das wird lustig. Elfenruinen mit vollem Inventar. Das wird lustig. Oder so ähnlich. Da ist was, da ist was, da ist was. Geralt, kannst du... Dass man nicht mehr springen kann, wenn man in einem Kampf ist. Das ist auch so. So, wo waren meine Fässer? Das ist ein Fass, wo ist die Kiste? Da. Ich kann sagen, wo sind die anderen? Aber da taucht sie auf. Die wieder nur noch die Frage, wem werfen wir das ganze Zeug wieder in den Kopf? Kriegt Aper das wieder ab oder kriegt Jorna das ab? Mit der 28 draußen bei 73% Luftfeuchtigkeit und 32 drin bei 52% Luftfeuchtigkeit. Ja, Luftfeuchte. Draußen 82, drin 64. Das ist großartig. Und feucht. Und eins davon war sarkastisch gemeint. Was war das? Ach, Geralt. Ja, ich bin tatsächlich schon froh, dass so ein bisschen kühle Luft von draußen reinkommt. Nicht wirklich viel. Aber zumindest ein bisschen. Okay, das hätte ich nicht erwartet, dass das ein Treffer wird. Ich dachte, die wäre zu weit weg. Aber okay. Controller, was ist jetzt schon wieder? Controller so brrrt. Vielleicht brauche ich auch mal einen neuen Controller. Natürlich nicht wieder einer. Dass ich vorhin mit dem Rudel kommen können, wenn jemand da ist. So, jetzt ist die Frage. Nehmen wir das Fragezeichen mit oder ist uns das so weit weg? Naja, das ist uns zu weit weg. Neuen Controller aus Kartoffeln und Drähten? Warum aus Kartoffeln? Ja, natürlich ist unser Boot jetzt kaputt, weil wir gegen eine Leiche gefahren sind, die in unserem Boot aufgetaucht ist. Spiel! Don't do that! So, wollen wir Äpfel nehmen? Nee. Die riechen nach einer Zeit so komisch, wenn man damit versucht, länger Zeit zu spielen. Ich bevorzuge dann doch eher so Plastik.
Das riecht nicht so seltsam. Also, glaube ich. Das ist eigentlich das dritte Fass. Was mich gerade nicht steht haben. Nein, Gera. Steh da eins auf! Mann, ey. Wie oft willst du einen fucking Button drücken, bis Geralt mal das tut, was er soll? Gerade wieder 95 Mal. Ich weiß echt nicht, wie oft ich gerade B gedrückt habe, bis er mal einmal aufgestanden ist. Und anstatt der Rolle setzt er sich wieder hin. Weil plötzlich dann doch der Kampf als Nicht-Kampf zählt. Alter. Das ist Öl drin. Ja, aus sehr altem Öl. Beziehungsweise aus Dinos und Drähten. Nicht funktionierende Steuerungen sind ja wirklich so mein Triggerpunkt, ne? Und leider hat Witcher davon sehr viele. Das ist das Boot. Ich wollte gerade sagen. Okay. Ich wollte gerade sagen. Was? Okay, nächster Stopp. Der da. Wahrscheinlich versenken wir das Boot noch, bevor wir an unserem Zielort ankommen. Wenn das hier so weitergeht. Einmal aufs Inventar geachtet. Wie viel das war? Ich fürchte, wir werden gleich wirklich vollkommen überlastet durch die Elfenruinen schleichen. Das wäre irgendwie unpraktisch. Kriegsbeute. Die Kriegsbeute. Das ist mal kein Schmugglerversteck. Das ist ja was ganz Neues. Wir haben gleich wieder ertrunkene Tode. Überlastet? Was ist das? Wenn dein Gewichtsindex von 100 bei 800 liegt. Das ist überlastet. Wow. Wie sieht so wie Luzi einen voll beladenen Ozeanriesen versucht vorbeizutragen. Ja. Geralt, wir haben hier ein chinesisches Containerschiff gefunden. Warte, Tasche auf, Containerschiff rein, Tasche zu. Ungefähr so. Ungefähr so. So, 187 von 120, von 220, das geht ja noch. Das heißt, wir haben bei den beiden Fragezeichen und dann hier rein eine Chance, dass wir nicht 100% überlastet sind. Ich würde sagen, ich sehe das Kartenende. Aber nein, es hat nachgeladen. Ich habe, wenn hier so ein chinesisches Containerschiff gesunken wäre, ich würde das mitnehmen. $8.700 von 220 Gewicht. Warte, was? Geht weg. Niemand mag mich. Wirklich niemand. Natürlich, Schmuggler verstellt. Drehung.
Klar beißt das Vieh erstmal aus dem Boot noch was raus. Sonst habt ihr keine Probleme damit. Dann machen wir euch ein paar Probleme, wenn ihr jetzt keine habt. Und beim Bolzen, viel Spaß beim Kauen. Das waren Zielverfolgungsbolzen. Wie viele waren das jetzt? Ich habe nicht mitgezählt. Ich habe gesehen, dass da hinten noch einer unterwegs ist. Und wir sind überlastet. Frack. So viel zum Thema, dann könnten wir die beiden ja noch ohne Überlastung schaffen. Wir looten das erste und das Überlastungssymbol taucht auf. So, wie viele Flügel zählen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Warte, ich habe wieder noch nicht gezählt. Ach, egal. Wir einigen uns einfach auf irgendwas mit 8. Plus, minus 2 oder so. Ja toll, das Mittelteil haben sie rausgebissen. Super. Das ist toll. Naja, ich würde sagen, die Elfenruinen werden langsam und entspannt. Toll gemacht. Toll gemacht. Eine Tote bei einem Schmugglerversteck? Hm. Oh nein, eine singende Wache? Was? Jetzt wahrscheinlich jetzt dieses blinkende Überlastungssymbol. Das ist selber überlastet, ey. Das war jetzt eine DLC zu machen. Eine Wache vom Auktionshaus nach besungen. Ja, besonders talentierte Wachen können auch singen. Leider habe ich noch keinen davon gefunden. So, Philippa, wir müssen jetzt allerdings langsam machen. Weil wegen schnell geht nicht. Für schnell bin ich ein bisschen zu überlastet. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 238. Ja, ne, so viel werde ich jetzt nicht los. Falls es jetzt zu langsam ist, können Sie aber helfen, tragen. Helfen, tragen. Just wonderful. Look at this. Let's go. What now? Gonna grow yourself some new eyes, like Vilgefortz did? I remember the moment I killed him. Cultivation wasn't complete.
They hadn't grown in fully yet. Looked disgusting, but I take it your mention of that deviant is purely coincidental. course. Also heard of this rich blind dwarf from Mahakam. Had them put 2 sizable rubies in his eye sockets. Couldn't see a damned thing. But word is, it looked pretty tasteful. Toll, der Nachbar hat seinen scheiß Ofen schon wieder an. Sein Kamin. Vor nach dem Motto, Räucherware hält sich länger. Hier, Skelett. Geld nehmen. Ah, das Skelett ist einfach mal kurz nicht mehr gelb, sondern jetzt nur noch Skelett. Okay, dann halt nicht. Hat Flipper wahrscheinlich gerade geplündert. Kamin bei der Wärme machen? Wieso? Ich habe keinen Schimmer. Ich weiß es nicht, wieso der mich hier dauernd räuchert. Ah, der Typ hat dauernd, oder beziehungsweise, das ist glaube ich eine Familie, ich habe keine Ahnung. Die haben dauernd einen Kamin an. Okay, das scheint doch etwas größer zu sein. Wir folgen erstmal Philippa. Merkt man, dass hier beim Eingang noch irgendwas war, falls wir hier nicht rauskommen. Aber ich vermute mal, dass das dann der Ausgang ist. Ich weiß nicht, ob die... Ich weiß es halt echt nicht. Vielleicht sind die 19 Grad zu kalt und dann muss deswegen heizen oder so. Das ist eine kleine Kammer, oder? Und wir könnten mal kurz für ein bisschen Beleuchtung sorgen. Nee, das ist der andere Eingang von dem Teil hier. Oder? Ja, glaub schon. Okay, nevermind. Ich weiß es echt nicht. Was ist jedes Mal, wenn er den Kamin anhat, ich geräuchert werde. Weil der ganze Scheiß sich hier reinzieht. Das Tier kannst du nicht angreifen. Ich will ja auch nicht Philippa in den Rücken schießen, sondern ich will das Vieh da oben runterholen. Ach, jetzt doch. Philippa, kannst du mal das Flugvieh vom Himmel holen. Wie das da für Kater am Rumbuggen ist. Dann kannst du auch mit Blitzen zu werfen. Das geht bei Katzen nicht so gut. Ich glaube, das Blitze in der I hope you don't want to knock about in this carrier now. We came here for a reason. Warte mal, Katze hier rum. Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. Wenn ich den Fertigkeitspunkt erhalten, doll. Ich weiß noch nicht, was ich damit soll. Aber wir haben es besser als nicht brauchen. Gut, dass es hier doch nicht viel Loot gibt. Glaube ich. So how do we get up The stairs? I'll fix them right away. Ready. Let's go.
Couldn't help notice the tension between you and Yennefer and Triss. It's very hard on Ciri, I think. Genau, Tension There are zwischen... times I doubt you three realize how it looks. Triss plays the big sister to Ciri, but eagerly awaits a chance to hop in bed with you. You and Yennefer play the parents. Yeah, so if you're angling to make it a five-some, there's clearly no room. Fight no mercy for your kind. Ja, Philippa, du als Logenzauberin, du machst das, oder? Ich meine, von der Logenzauberin hätte ich erwartet, dass sie das Vieh einfach mit einem Schnipser ins Nirvana befahren. Nein, stattdessen kriegt ich ja nicht. Und meine Katze läuft gleich ab. Verdammt. Lohnt sich das zu verlängern oder nicht? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So leuchtende Augen, wie sie hat, wären praktisch. Flop. I say, look at this. What now? It appears I must do everything for you. See the sentry who seems to be waiting for payment? I'm fresh out of change. Ugh, in blood, not coin. The sentry is Fierlan of the Elven legend. You literally read nothing. There you are. Yennefer must have tremendous pull with the Emperor to get him to guarantee the Lodge's safety. What's your take on it? My take? Obviously a leading question. No. Geralt, I'm tired. Let's sit and chat a bit first. Is foreplay that important to you? You ought to talk to Yennefer. Painfully clear there's unfinished business there. Yennefer's always walked her own path. I'm actually touched she decided to take an interest in matters of the Lodge this time. You don't trust her. So once the hunt's defeated, leave. Find asylum elsewhere. I hear Redania's offering. I'd sooner stick my head in a Zoogl's spiky orifice. Thanks, but I've other plans. You'll get to work with the Emperor. Not excited? No. I mean, yes, of course I am. Thus far, the Lodge has oft banked on weak rulers. It's been one of our biggest mistakes. So you're impressed Emir keeps his mages on a short leash? Yennefer's wise to keep you out of politics. I'm afraid you'd not realize which way the wind was blowing if you pissed straight into it. This deal with Emir. It's sorceress business. Pick someone else's brain. So she's not told you anything? What about personal plans? Has she mentioned anything? A possible advisory position? Beside a young, promising Empress? Stay away from Ciri. She's an adult, Geralt. You keep forgetting. She can decide for herself. So, onward. Don't you think it's time you stopped interfering in Ciri's life? No. But you do know we're not a pack of wolves you can just drive away from her with your sword. Sure you are. And yes, I can, if the need arises. Sprechen. Frage für mich. Die läuft sich schon vor uns. Messer, Schwert in den Rücken und fertig? Nicht?
Wait. There's something here. Feel it? No, my medallion. A ridiculous bauble. Don't make me laugh. Tuning into elven magic is just slightly more difficult than sniffing out a malodorous fiend. Watch this. Arahan Luma! That means the Sunstone is here. Don't stand there looking stupid. Try to shift the mirrors. Geil, sie hat das Leuchtmittel gefunden. Sieht das Spiegelsystem korrekt aus? Ach, Gerald, da trinke ich kurz was und du hängst irgendwo fest. Kannst du denn nix allein? So, und was zum Keks ist korrekt? So, ein Lucifer, damit er nicht zum geräucherten Trockenlucifer wird. Also geräuchert ist er. Bitte? Sie wollten sagen? Das war gerade ein Geist eines Kriegers der wilden Jagd? Okay. Okay. Was ist korrekt? Was genau sollen wir eigentlich anleuchten? Sehr geehrtes Spiegelsystem. Was ist Ziel? Jetzt haben wir von da scheinbar Licht hier drauf, das geht dahin weiter und wird hier wieder zurückgeworfen. Das heißt, wenn wir den jetzt kippen, müsste es dahin gehen und dann müssen wir den noch irgendwo sonst wohin drehen müssen. Die Frage, wie kommen wir da hoch? Und die nächste Frage, wo sollen hingehen Licht? Sicher mit der Richtung? Nö. Obviously nicht. Toll, Gerald. Super. Das hast du richtig gut hingekriegt. Okay, Höhlen mit Überlastung sind halt ein bisschen lästig. Du hast auch keinen Bock, irgendwie hier zig Zeug zu schmeißen. Gerald, hält dich an der fucking Kante fest. Das ist denn ein Problem, ey.
Hier bleibt echt nicht viel anderes übrig als Augenrollen. Mehr kannst du bei dem Geheimwelt, was Geralt hier veranstaltet, nicht machen. Okay, ich dachte, hier wäre ein Durchgang. Nein, offensichtlich ist hier kein Durchgang. Wo ist der Durchgang? Scheinbar hier. Geralt, wie lange willst du nicht an dieser Kante hängen, bevor du dich hochziehst? Fresse, du nervst. Offensichtlich war es aber richtig. Ach, Geralt. At last. Hand it over and let's get out of here. Not so fast. We've a matter to discuss. Let me guess. You gotta fly. You're about to tell me why you need the Sunstone so much more than we do. Then you'll change into an owl and whoosh. No idea where you got such a ridiculous notion. Ciri's safety is most important to me now. But I wish to talk to you about the future. My future. You'll like Nilfgaard, no two ways about it. I recommend the fresh alpine air of Nazaire. And Yennefer claims you have no sense of humor. Now listen carefully. Once we've defeated the Hunt and Ciri is safe, Yennefer's meteoric rise at the Imperial Court will come to an abrupt end. Which is wonderful from my perspective. I'm not interested in reviving the Lodge if I'm not to have the deciding vote. You're telling me this because... If I know even one bit, I expect that once we've defeated the Wild Hunt, you aim to slip out the back door with Ciri. To disappear into the wilds, correct? All very romantic. But perhaps instead of destroying the girl's life, you could take Yennefer with you, and go. You want to take Yen's place at Amir's side. And at Ciri's. I think you understand it's inevitable, and I would truly prefer Yennefer to be far away when it happens. Holding her in the Imperial dungeon would be costly, and it would give the wrong impression. Any other words of wisdom, or can we go? You may go. I know you've things to do. I can find my own way back. Ich bin immer noch dafür, dass wir sie einfach kurz irgendwo verlieren. Dauerhaft verlieren. Hat man mal eine Karte von dem Schmand hier? Nein. Mal ein Ausgang von dem Schmand hier? Nein, natürlich auch nicht. Das ist nach oben zu gehen. Vielleicht ist es ein Ausgang. Vielleicht führt das sogar irgendwas Sinnvolles hin. Augen ist schon los, eventuell kommt die Zunge erleichtern. Ja, Augen hat sie jetzt gerade wieder auf magische Art. Die hat magische Augen. Ich wäre auch dafür, sie mehr so final loszuwerden. Frei sein in der Höhle?
Ja, das ist cool, weil in der Höhle gibt es keine fucking Karte. Dann hoffen wir mal, dass irgendwo hier auf dem Weg ist. Die Richtung könnte grob passen. Oh, lass mich raten. Das ist weiter unten, weil das sieht hier nach dem Ausgang aus. Wobei, ne, Ausgang ist das auch nicht. ...53 Meter entfernt. Und gehen jetzt in die völlig falsche Richtung. Es wäre halt geil, wenn es eine Karte gäbe. Aber es gibt halt keine Karte. Eine Höhlenkarte wäre halt praktisch. Da ist das. Ja, das ist ganz toll. Toll gemacht. Ein riesiges, verworrenes Etwas ohne jegliche Kartenunterstützung. Seitengänge am Anfang. Ja, ganz großartig. Das wir rennen durch den ganzen Scheiß jetzt zurück. Ah, können wir vielleicht noch einen Ausgang nehmen. Also den, über den wir reingekommen sind. Geralt. Auf dumm zu sein. Oh, Raytracing hat auch keine Lust mehr. Jetzt gibt es überall Licht. Flup, 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 flup. Gehen die Scheibe von der Höhle an. Ich meine, die Frage, ob wir da überhaupt wieder zurückkommen. Sowas ist halt schon dezent nervig. Reicht das dezent. Sowas ist halt schon nervig. Toll, ein Fragezeichen. Aber ich habe eine Pferde gefunden. Ein Elfenschlüssel. War mir zu dämlich. War mir zu dämlich, habe ich kurz ausgelöst. Eine Krebsspinne. Toll. Da ist die Frage, wo ist der Eingang? Ah, hier ist eine komische Statue. Da war die Brücke. Muss das hier der Eingang sein? Weil nochmal renne ich durch den ganzen Scheiß nicht durch. Da habe ich keine Lust. Das war der falsche Weg. Ja, das war der, den ich vorhin schon mal gegangen bin. Naja, geistreiche Unterhaltung.
Ah, ich habe den Ausgang gefunden. Oder den Eingang? Whatever. So. Das ist die Frage. Kriegen wir die Kiste hier kurz mal ein bisschen kaputt? Da können wir nämlich den anderen nehmen und damit weiterfahren. Sollten das vielleicht nicht den anderen gleich mitrammen. Das wäre irgendwie blöd. Ja, das ist rot. Das heißt, jetzt noch einmal Schlag auf die Seite müsste ihn eigentlich zum Sinken bringen. Schwarz. Yep. Bye. War schön mit dir. Oh, warte mal. Ich sehe einen Schnellreisepunkt. Nevermind, wir lassen das Boot einfach hier. Also unser kaputtes Lassen ist abgesoffen. Und das hier nehmen wir auch mit. So, das Problem ist, meine beiden guten Händler sind beide in... Richtig. Weit weg. Jetzt ist die Frage, gehen wir zu Apier? Ne, da haben wir das letzte Mal verkauft. Das heißt, wir gehen am besten ins Burgdorf. The king of the Wild Hunt sailed aboard the Naglfar, a giant longship that traveled between worlds. As Gels had advised, the Witcher set out to find the Sunstone, an artifact needed to draw Eredin into a trap. Was braucht man rausgefunden? In der Kiste? Ich habe keine Ahnung, was drin war. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie einfach nur gelootet. Und werf sie gleich Johanna an den Kopf. Ich bin eh... Ist ja schon 39 oder sind wir nach 38? Ich glaube, wir sind nach 38. Ich bin eh kurz vor Großmeisterrüstung, von daher whatever. Nichts hier sollte das übertreffen. Ja, was sind wir denn? 38 sind wir noch. Müssten wir eh relativ bald dann noch 39 sein. Geralt, good of you to come by. What can I do for you? What are you selling? What's good? What you buying? Johanna, dein Ernst? Du bist jetzt schon pleite? Need some armor made. Witcher's armor. Ja, eigentlich nicht. Das ist die einzige Möglichkeit, ins Reparaturmenü hinzukommen. Wow, 162, okay, das bringt nichts. Bye. Take care now. Hier, Fergus, hast du Geld? Warte. Wouldn't mind. Sag mal, Fergus, warum bist du per Design jetzt schon pleite? So long. Die letzte Handelsaktion bei Apier ist noch nicht lange genug her. Du dürft kein Geld haben. Das heißt, wir müssen gleich bei Apier campieren. Oder wir gehen... Mal ganz kurz hier hin. Wenn ich mich recht erinnere, müsste der nämlich auch Geld haben. Ich bin mir gerade aber nicht ganz sicher, ob der was taugt. Guten Tag. It is to see you again. Quite the pleasure. Ja. What did you... Nein. Alter, was ist denn die Rüstung hier wert?
Und wieso funktionieren die Beschreibungen schon wieder nicht? Hallo? Spiel? Anders in Beschreibung. Der Vergleich funktioniert auch nicht. Oh, ich habe das Spiel schon wieder kaputt gemacht. Take care now. Go, and in the world glory. It's never ending. Ja, ist okay. Muss jetzt am normalen Inventar. Warte mal, die ist 2000 wert? Aber wir sollen die kaufen. Warte mal, kauft unser Mundschmied eigentlich Dinge? The world's never-ending creation be praised. Ja, halt die Klappe. Weil der hat nämlich 3K. Ah, die Anzeige funktioniert wieder. Okay, er hat 3K. Er hatte 3K, jetzt ist er pleite. Habe ich gerade 4 Händler pleite gekriegt? Ja, ich habe gerade 4 Händler pleite gekriegt. Halt Blaupausen. Ja, aber nur für Runen. Die habe ich halt noch nie hergestellt. Und für Glyphen. Noch nie Glyphen hergestellt. Also ja, ich kann ihm bis eine abnehmen. Die Frage ist das hier sind kleine Glyphen. Das sind egal. Das sind normale Glyphen. Das ist eine normale. Also wenn, dann hier die großen. Ja, das sind halt auch alles Rüstungsglyphen. Ach, was soll's. Ja, ein paar große Glyphen. Hier nimmt das Schwert. So, Inventar aufgeräumt. Was haben wir hier noch von lustigen Krams? Ah, du kaufst restlichen. Ach, sonstigen Schrott. Cool. Ja, ist da. Da sind gerade schon wieder los, ey. Körper einziehen, fliegen wieder Bots tief. Thanks. So long. Also tief fliegende Bots. Lass aber noch wissen, dass alles bereit ist. The king of the wild Licht hunt aus? sailed aboard the Naglfair, a giant longship that traveled between worlds. As Gels had advised, the Witchers set out to find the Sunstone, an artifact needed to draw Eredin into a trap. Das heißt, wir kommen jetzt gerade sehr hart aufs Endgame zu. Mal theoretisch müsste jetzt eigentlich gleich der Endfight beginnen. Das heißt, wir sind gleich mit der Hauptquest durch. Also, was heißt gleich? Keine Ahnung, in einer Stunde oder so. Müssten wir theoretisch dann mit der Mainquest durch sein. Das heißt, wir können dann ins letzte DLC starten. Blöd nur, dass ich wahrscheinlich von der Main Quest keine XP kriege. Heard the nymphs were biting yesterday instead of the fish. Oh, aye. Called one in myself. Yippee! The Witcher We killed looked the around your monster! laboratory. I never doubted you would. Pity on the sudden wretch. But why did you? No, you can't refuse You a might have cat. just asked me. To hear you reveal all about your experiments with the Elder Blood gene? Unlikely. I've hidden nothing that could be useful in our struggle against Eredin. As regards the Elder Blood, you're all aware Ciri is exceptional. I am alone only in knowing to what extent.
Or maybe you're just obsessed with her. I'm obsessed. Yes, Geralt? Margarita any better? I managed to accelerate tissue regeneration. She's feeling much better. In fact, we must bring Eredin here as soon as possible. Otherwise, I'm afraid these sorceresses of yours will start fighting amongst themselves. Wo kommen dauernd diese Blurblenden her? Once we use the Sunstone, what makes you think Eredin won't figure things out? I doubt he'll think the elves of the White Fleet suddenly long to see him. We can alter the signal emitted by the Sunstone. Unlikely Eredin will recognize its origin. It's not the only artifact to possess this power. There are others? Great. Now mind telling me why I had to scour Skellige looking for this one? The Sunstone was the easiest to find, believe me. Charming world you and El have got. Could easily fall in love with the place. Tell me, how do you do it? Sit around playing flute, painting rutting unicorns in gorgeous landscapes, building ornately sculpted towers? And then you murder us, without batting an eye, without a hint of guilt. How? Do you humans feel guilt when you murder Enshe elves? Or dwarves? Or dryads? We are the same. Simply because we both firmly believe others are inferior. Hey! Tell me something more about Caranthir. Know him well? Know him? I reared him. Raised, don't you mean? No, Geralt. I began shaping him long before he was born. For centuries, I brought together pairs of elves manifesting certain abilities, those able to manipulate time and space. He is the result of these efforts. Caranthir, a golden child. Golden child who grew up to be a criminal. Okay. You imprisoned Ciri the first time you met her. Now you protect her while fighting against your own kind. Quite an about-face. First of all, I did not imprison her. She found me. It was her destiny. Yeah, sure. Get to the second of all. Why are you helping her? Because she is a danger. A mortal one. You look at her and see a human, a ward, a daughter even. I look and see the Elder Blood. A power that can destroy the world. A power that must be kept from Eredin's power-addled hands at all costs. Admittedly, our motives differ. Yet in spite of that, we share a goal. So you would be wise to trust me. Or at least try. Nope. Went by your laboratory. I trust you did not make a mess. Didn't mention you were the NL Elves' chief source of knowledge about Ciri's abilities. I didn't mention many things. Fortunately, they're no longer important. Your experiments with the gene, Elder Blood, that's not important. I pursued those studies to protect Ciri. To protect Lara Dorren's blood, in whomever's veins it courses. Ran into someone at your lab. Did you know? Mm-hmm. A she-elf. Claimed you hate Ciri. So how's that fit you trying to protect her, whatever the cost? Not at all. You don't really expect me to confess my feelings to you, do you? From the look of things, pretty soon Ciri won't need your help anymore. Nor yours. True. She'll do whatever she wants, and I'll support her. What about you? Ready to let her live her own life? I shan't force her to do anything, if that's your question. We found the Sunstone. Gelban's gift to Dillion of the White Fleet. As legend has it, she never used the stone, and Gelban died of sorrow. Won't keep Eredin waiting that long. It seems we've everything. We can go. Keep in mind, once we commit, there'll be no returning. Na dann. I'm ready. High time we set sail. Undvik awaits. In that case, let's go.
Na dann, ab geht's. You will position yourselves on the cliffs. Here, here, and... Thank you. I believe we know how to form a circle. Even those of us who lack eyes for the moment. I simply wish to avoid... Oh, Geralt. We were waiting for you. That's nice of you. You were about to explain your plan? It's simple. Which does not mean it will be easy to execute. I shall activate the Sunstone. If Caranthia answers the call, the Nagel Fair should appear in the bay shortly afterwards. The Lodge must then prevent the ship from returning to the world of the NL, while the Imperial fleet blocks its escape by sea. The 7th Imlet's Infantry Regiment under Duke Varatra must then board it. With your help, naturally. What about you? Where will you be? Waiting in reserve. If something goes wrong, I shall react. Like a general commanding troops from a hilltop? Gonna signal us by horn or use messengers? Exquisite irony, but what did I do to deserve it? Have I given you cause to doubt my intentions? Ladies and gentlemen, less talk, more action, please. Sisters, we must scale the cliffs. Wieso teleportiert ihr euch nicht? Good Statt zu luck. klettern. Plan's missing one important element. What about Ciri? Cyril will wait, at a safe distance from the Nagel Fair. Und was denkt Ciri darüber? Wild guess? Not what you had in mind. No, I wanted to go with you. That was my idea. But I won't allow it. Far too great a risk. Don't have the right to order her around. Amusing. Cyril said the same thing, only at much higher volume. I do, in fact, have this right. For only I know how to activate the Sunstone, which I shall do on my terms or not at all. Cyril recognized the strength of my argument. I've no doubt you'll do the same. Ja, man kann das ganz auch mit der Cyril, Presse machen. do you swear to stay on shore? Do I have a choice? Where are you going? For a walk. Or is that not allowed either? Because I could break my leg. Oh yes. The Elder Blood can be fiery. Ja, oder du hast ihr gerade verboten, das zu tun, was sie will, und sie ist angepisst. Richtig. Die und warten. Glaubt er das wirklich selber? Nein, das glaubt er nicht. Aber er hat Erpressungsargumente, von daher hat sie keine Wahl. Ich glaube zwar, sie wird das tun, was sie will und nicht auf ihn hören, aber was soll's. Und einen schönen guten Abend, Cherry. Herzlich willkommen zum Endgame oder so. Diese Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sternchen, Schmatz, Schmatz, Sternchen. Schmeckt wie Hühnchen. Oh, never mind, das sind bald 3 Jahre Lucifer 4 Scared Lucifer 4 Love. Lange gewartet, damit ich nicht in eine Cutscene reinhüpfe. Einen schönen Nox. Du weißt doch, wenn hier unten Pause-Symbol, dann ist eh gemutet. Dann kannst du jederzeit. Ja, Pause, wenn du da Ausrufezeichen hin machst, dann wartet ja noch. Moment, um die 3 zu betonen. Vicky Nox, vielen Dank für das Verlängern deines Trages mit dem Teufel. Das ist eine tragende Rolle. Deines Vertrages mit dem Teufel in den 33. Monat. Bald 3 Jahre. Im Dezember. Müsste theoretisch der 3-Jahres-Abkommen. Dezember 20 habe ich angefangen.
Handy habe ich das nicht gesehen. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Telling Ciri she can't do something is counterproductive, speaking from experience there. Ultimately, she does what she wants. Let us hope. Pardon me? Never mind. Time is short. If you wish to do something, brew your substances or whatnot, do it now. You won't get the chance later. I shall await you by the boats, amongst the soldiers. Naja, er hofft also, dass sie ihren Kopf durchsetzt. Yen, why are you here? To see you. Something happen? Not yet, but it might soon. We may not survive this. In fact, our chances are slim. Well, we are here to battle Eridan and the Wild Hunt at full strength. Could be like Sodden. Could be worse. Nothing could be worse than Sodden was. Listen to me. Once it's over, if we survive, I wish to leave, go far away, and I'd like you to come with me. Where? Wherever. To Povis, beyond the Dragon Mountains, Zerrikania even. As far as possible from politics, plots, and so-called high society. You? Dropping plots and politics for good? You're in your element in that world. It's your life. Time to start anew. I'll believe it when I see it. Even now you're up to your neck in it. Yes, but only to set matters straight. To be able to withdraw having retained the upper hand. What then? A small secluded hut with a flower garden to tend to? Why not, if that is what you dream of? We shall leave together. Go where we please, do whatever strikes our fancy. So? Coming with? Oh, sie hat auch diesen Cut hier am Hals, wo die Textur nicht passt. Ah, das triggert. Haben alle weiblichen Charaktere, deren Hals frei ist, haben diesen Cut hier unten. I'd go anywhere with you. The answer I was hoping for. Go, Geralt. Avallac'h awaits. And don't get killed, Witcher. Der ist da kein Cut, das kann gut sein, weil ich spiele 1440p, das Ganze wird runter skaliert auf 1080p. Heißt, dieser 1-2 Pixel Cut, der da drin ist, und so ein flimmernder 1 Pixel Cut hier unten am Halsansatz. Wird wahrscheinlich einfach. Ihr habt mir nur gut gesehen. Okay, das heißt, er wird tatsächlich nicht von der Skalierung gefressen. Also irgendwie, ich weiß nicht, die 1 stabiler als die 4er-Version. Wie genau sieht ihn auch? Ja, gut. Dann ist er da. So, sind wir kampfbereit? Wir haben unsere Rüstung repariert, haben unser Schwert repariert, haben alles repariert. Ist noch irgendwas zu looten? Toll, sie haben wählende Langschwerter hier. Jetzt mal schön das Heereslager einstecken. Lucy, Witcher Quest, Loot. Einen schönen Abend hier bitte. Herzlich willkommen zu dem Abschluss. Oder so. Pennt der Typ im Dienst. Oh. Hier haut einem Kumpel mal ein paar in die Fresse, der pennt im Dienst. Lass es nicht enden. Naja, zumindest das Ende der Hauptstory. Wir haben dann noch ein DLC. Wir haben uns bisher immer noch nicht mit den Rittern aus Toussaint unterhalten. Inglidair Corps es daerit sonde. Hog eb daibai essefemtul,
Was sprechen die Nilfgaarder eigentlich? Mhm. In Penassa Trail eb Angra in Fre, eb Oskomrach. Es erkenne? Erkenne. Es marke da ich ita, fem evala. Rovais du general. Yeah. Nessa vind orde eb ardadel. Ke orlug vavis eb skorl. Was sprechen die? Im Abschuss? Wäre was wird abgeschossen? Die Nagelfahr. Wir nehmen uns gleich eine RPG und dann wird die Nagelfahr ein bisschen kleiner gemacht. Kirzanyar Hevangen. Enye, es nur seist Ketmerian, Keses Vahlam Dabham. Kes war der Vesin? Nein, es war nach du. Okay. So, Geralt. Ready? Let's get these bastards. With pleasure, Geralt. With pleasure. Eine emotionale Regung von Avalach. I give you my heart? What kind of spell is that? It's an old love letter. Ancient. As I said, this stone was to reunite a pair of lovers. Never thought I'd say anything of the sort to Eredin. En verilith Sirenad, Ada Eich Blaine, Idonay. The elven bauble worked. They approach. Sword, Geralt. Aisio, Galebuane. Follow me. The Nagelfair must be nearby. Silence. It's completely still. It's a trap. We must flee, now. Not this time. Note, Cyril. You are not ready. You do not control your powers. I'll manage. Ciri! Get out of my way. Ciri! The ice. It's a spell. You must find the mage who cast it. Destroy his staff.
I'll not stop with his staff. Breitlin, eine gute Nacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Dir einen guten Start in die Woche. Lass dich von der Arbeit nicht ärgern. Lass dich von der Woche nicht ärgern. Und bis zum nächsten Mal. Yep. Das Gemetzel beginnt. Das ist so geil mit Ciri, wenn sie die Fähigkeit hat. Hinporten, zack, alle tot. Alle bestimmen. Und ein schöner Feuer. Willkommen zum ja, passt. Wird Musik geschnetzt. Cyril, I await. Almost, Sirach. Almost. Stjothyard. Witcher. So be it. Let us end this. You see, it's not so simple. I'll know where that came from. You cannot win, even should you kill me.
Wer mag sie nicht, die teleportierenden Gegner? Ach, Geralt. Hör auf. Mach die Collision Shapes doch mal so, wie die Objekte wirklich sind. Und nicht irgendwie. Wieso jagen die eigentlich Siri? Das kannst du dir im heutigen VOD angucken. Das wurde heute erklärt. Typisch Skellig, aber im Kopf der Wand. Mhm. Fucking hell! Not a chance! Have you seen Ciri? She was with your head! Push her in the sea! Oh, die scheinen mal ordentlich serviert zu sein. Jetzt mache ich gerade verdammt wenig Schaden an den Händen. Das ist ungewöhnlich. Seen Ciri? By the Nagelfar! Which ones? We'll drown all you bastards till the bay is black with your corpses! Schaden? Vielleicht ist Geralt unterlevelt. Ja. Das wird der Grund.
Any last words? Shut your trap. And fight. You had your chance. Witcher. I was hoping you'd come. Because? I've something to tell you. But I'll do so afterwards. As you expire. Close. Ich mochte ihn. Ja. Tja, war Show cool. me your spins, pirouettes, and feints. I want to watch. Ach, Eredin, dein Teleportieren geht mir auf den Senkel. Bleib doch mal einfach stehen. Wie er nahezu keinen Schaden. Ich auch nicht. Ach ja, ich erinnere mich. Okay, das hat scheiße viel Schaden gemacht.
said you had something to tell me. Avallac'h has tricked us both. He set us against each other, and he's made off with Cirilla. I don't believe you. Where's Ciri? What? I thought you knew. All I know is Avallac'h might have betrayed us. What the? That a storm? Geralt, look! What the hell's happening? I find it damned hard to believe, but the gate between the worlds is open. We must reach the tower, quickly. Stop Avallac'h, while this can still be reversed. What are we gonna find there? If the tomes are to be believed, nature's laws will cease to hold. Gravity, time, Undvik, all of it will be turned on its head. Exaggerating for effect, right? Not one bit. The conjunction of spheres has begun. The worlds, they're aligned, permeate one another. Avallac'h could use this. Bring the NL here, or something far worse. At least we know where to look for Ciri. Follow me, and stay alert. We need to focus on Ciri. What do you think Avallac'h wants from her? Same as Eredin, I imagine. He will use it to open a gate between the worlds. Normal, es steht immer die man mag. Wenn wir alle kurz spazieren, kann man eine Stunde wieder mit Lucifer essen mit dem Kaffee. Nö, so lange hat es nicht gedauert. Zum Glück spiele nicht alles Starfield. Nur einen Monat auf Twitch, da würde ich super vom Senkel gehen. Ja, ich habe sehr viele Streams mit mir. Clip. Vielen Dank. Ich gehe erstmal auf den Platz, während Eredin schon weg ist. Heute mal im Break von Starfield selber spielen. Seit dem Launch jeden Tag drin. Mir scheint es also zu gefallen. Gefühlt ist es wirklich so 50% mögen, 50% hassen es. Shit. An earthquake? We must hurry. Damn it! That ship's about to disintegrate. Hide in the hollow on the other side. Go! Grab the horse. We'll save time. Wow, wirklich ein Drecksvieh. Let's go! Erstmal Tritt ins Gesicht. Giants shall face giants in battle. Just like the mountains. Oh, Pferd. Ja, ich würde ganz gerne. Wo geht's denn verfickt nach eins lang, Jen? Dieses Kackpferd backt sich überall fest.
Gott, ich hasse Pferde und Skellige. Das ist so eine Katze. Ja, danke. Ja, jetzt doch wieder in die Richtung, oder was? Alter, Mädel, überleg dir erst, wo du hin willst und dann reite los. Und dieses verkackte Pferd ist schon wieder festgebackt. Ey, ich krieg... Halt's Maul. Meine Fresse. Die Pferdesteuerung auf Skellige ist Müll. Kompletter. Soll ein Feature sein? Naja, das ist kein Feature, das ist einfach Müll. Pferdesteuerung auf Skellige ist komplett Schrott. The White Frost. Damn it, it'll bury us. Wait. Gavares Tavo. Keep near me. Ja, das kommt ein bisschen spät. Das läuft ziemlich an einer Geschwindigkeit, die weder gehen noch laufen lässt. Das ist frech. Also manche Mechaniken kannst du echt in die Tonne schmeißen. Pferde auf Skellige. Yen folgen. Weil Yen bewegt sich immer zwischen Laufen und Gehen. Immer. Er hat nie die Geschwindigkeit, die du gehen oder laufen würdest. Nie. Ein Clip. Was ist denn für ein Clip? Nimmt das Pferd, haben sie gesagt. Vielen Dank für den Clip. Wie solltest du das gleiche klippen, oder? Ja, es hilft halt immer zu wissen, was eigentlich gerade in dem Clip drin sein sollte, wenn ich ihn nachher schneide. Ich glaube, das ist nicht das gleiche. Dismantle it? Dismantle? No, I can make a tear at best. But only for a moment, because there's no... Specifics, Yen. Will we both get through? No! You must go alone! I'll come back. With Ciri. I know! Agarid! Tiggy! Agarid! Now, Geralt! I'm fine! Now go! And give Avallac'h my heartfelt regards! Schreit sie so? Na, er stürmt halt ein bisschen. Ich halt ein bisschen störend. Ja, alles gut. Wie gesagt, es hilft halt nur, wenn ich es hinterher klippe, dass ich mich nicht frage, was war eigentlich die Intention hinter diesem Clip? Geralt. So unfortunate. I'd hoped you wouldn't have to witness this. Where's Ciri? Nearby. Listen. Shut up. I've heard enough of your bullshit. Draw your weapon. Let's get this over with. Think I'm gonna fall for that? No chance. You're wrong. Trusted you once. Won't make that mistake again. I am not your foe. I am merely helping Cirilla. I don't believe you. Can't. Not after all that's happened. Will you believe me?
Avallac'h speaks the truth. I asked him to help me open the tower, because I aim to enter it. Didn't think it worthwhile to tell me? Warn me of your plans? I'm sorry, I know, I should have. But I feared you'd not understand. Feels like I'm talking to Yennefer. Leave with me, please. I will, Geralt. Once I emerge from the tower. If I emerge. Why the hell would you do this? The Wild Hunt's been defeated. The White Frost has not. The prophecies are true. I have seen worlds bound in ice. I know what awaits you. Only the Elder Blood can stop the White Frost. Only I can stop it. You don't have to make this sacrifice. You're wrong. The White Frost is inevitable. It will come to freeze the worlds one after the other, eradicating all life. Only I can stop the destruction. I've given it much thought and made my decision. There's gotta be another way. What can you know about saving the world, silly? You're but a witcher. This is my story, not yours. You must let me finish telling it. Good luck, Ciri. Perhaps I should have told you. I see now you might have understood. Know you better than you think. Don't keep me waiting.
The gentleman will follow. Captain! Report. The Novigrad delegation is half a day's travel from here. They truly are rushing. Return to your post. Yes, sir. What of Novigrad's hierarch? What of him? Will he get his well-earned rest, or be sent straight to Dan Ruach? At his age, the journey Bring would be hard, ill-advised big lady. and costly. Sit in, Wacken. Jemand Zwiebeln. Für den Salat. His Imperial Majesty awaits. Till show weich. Enough. Speak. Ciri is dead. How did it happen? The White Cold. You're familiar with the prophecy? Ciri tried to stop it. She did, but paid the ultimate price. Where is the body? I doubt it'll ever be found. Who else knows? Avallac'h, Elven Sage. But I doubt you'll find him either. And Yennefer? She's decided to stay in the north. Provided you don't object. I don't. And you? Plenty of work for Witchers after a war. I'll travel east, maybe north. Did Cirilla say... Did she ask you to convey anything? We didn't talk about you. I see. If there's nothing else... There is, but you may go. Witcher, I do not wish to see you ever again. Need help with your wagon? Think we'll be all right. Aye, you betcha. We'll manage. True, the barrels are ample, but we shall pour some off of each soon. Change is coming. True. No denying it. Nilfgaard flees, yet here it seemed nothing could move them. Left their wine behind too. That's generous. Sure you don't need any help? I believe we will manage. Where you headed? Nearest inn by the looks of it. Yeah. Supposed to meet someone first, at the former campsite of the Nilfgaardians. You take care now. Da ist was gescheitert. Ja, ich weiß nicht mal was. In White Garden. Okay, dass die gescheitert ist, weiß ich. Dass die gescheitert ist. Genau, das war die, die eben gescheitert ist. Die kann das Schimmer. Gut, und dass die habe ich absichtlich scheitern lassen. Die beiden, ich habe keine Ahnung. Die habe ich wahrscheinlich nie gekriegt und dadurch, dass jetzt Ende ist,
Haben die sich erledigt. Come on, Roach. Unklar. Das war Freitagsanfang. Ich hatte keine offenen Quests mehr in der Liste. Ich habe x-mal nachgeguckt. Die Liste hatte keinerlei Quests mehr drin. Außer den blödsinnigen Gwent-Dingern, die aus irgendeinem Grund immer noch nicht gefailt sind. Der grüne Haken. Ich habe keine Ahnung, es war keine offene Quest mehr da. Also, wenn, ist sie irgendwo weggebackt oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, die grünen Haken sind durchaus verwunderlich, das ist korrekt. Vor allem, es sind alle Haken grün. Wenn alle Haken grün sind, wie zur Hölle ist die Quest gescheitert? Master Ort. Probably got held back. You're late. Soldiers. Blocking the roads, I know. No matter. You have it? As agreed. 38.5-inch blade. Weight just under 40 ounces. Silver-plated siderite steel core. Glyphs and runes both the length of the blade and on the hilt. Beautiful. Been in this trade for 3 decades. Only the best swordsmen have the calling for my wares. When I say no Witcher has, or ever had, a better weapon, you ought to trust me. Reputation precedes you, Master Ort. I'd never doubt you. The inscription, as you asked. Zirael. Swallow. Classic Elder Speech runes, no styling, simple and precise. May I? It is yours. If you'd like to test it, have my lackeys put out a training dummy. Mm-hmm. Your payment. Gems only, as requested. If you've an eye out for work, heard of Striggers prowling the Maribor Forest. Thanks. Need to visit the tavern first, but after, who knows? Good luck on the path, Witcher. Master Witcher, over here. Plenty of blades to try, if it's your will. Oh. Ich habe den Verstand. Shade! The Witcher!
right. Out. How was your trip? Smooth sailing? He's still on about that leaky tub from the Isle of Mist. Ooh, you're lucky you and that lass weren't in it with us. You'd not have fit anyhow. It was so laden, that boat. We barely made land. And it reeked of fish manure. How'd you wind up here? Our affairs brought us here. Hard times, you know. Got to earn a coin where you can. Folk around here need surveyors? We've shifted our efforts. Investors now. Investors. They've come for us. Hide! Eh? What's going on? You've not seen us? Where are the dwarves? Dwarves? Do not play games with me, Witcher. They are thieves. They stole Lord Dagborg's golden chalice. Dagborg? Who's that? The new governor of these lands. The chalice must be found. Tell us what you know, or you will force us to extract it. That a threat? The Witcher will not cooperate. Take him. Not your lucky day. Hättest du nett gefragt, wäre es was anderes gewesen, aber so auf die Art brauchst du neue Beine. Shit. Oh, thank you for that, Witcher. Told the lads back then you're a good fella, and we shouldn't have took your boat. Heard you've gone into investments. Asset management. Aye. Investments in movable assets. Wow, these days you just never know when... That extra gold chalice could come in handy. I get it. What did you do with it? We don't have it. Found a buyer. Mr. Mirror... was it? Funny name. Paid good coin, though. We'd share it with you. We would, but you look like one who just frown on any proceeds from theft. Aye, you got that righteous frown on you, definitely. I don't want your coin. Look at him, all offended. You think we showed him a picture of a naked lass? Witcher's got their creed. No stealing, no pinching wenches at the tavern, and no assaulting travellers. We make exceptions. For travelers especially. Farewell, Witcher. Anfrage Übersetzung. Magic. A place of power. Ja, sie haben sich mit Master Mirror eingelassen. Irgendein göttliches Wesen sei ihrer Seele gnädig. Faster. Das Vergnügen hatten wir schon. Aber wie sich auf deine Frage antworte ich nach der Quest. Slower. Be sure to take all your rubbish with you. Leave nothing behind. You will talk. I will come back for you, I promise. Yes, if only you'd done half what you promised. I'll come back. Bow before your new lord. And protector. Noble work for us, the Black Ones will sack. Is it done? Yes. Did he believe you? I have no idea. For the cockatrice. And we've a new contract. It won't pay much, but I think it worth the toil. You've been busy.
It's yours. A witch's sword. Swallow. Ooh, beautiful. May I? Not here. You'll have ample opportunity soon enough, Witcher. Let's try it out then. Oder vielleicht beantworte ich die Frage auch nicht. Weil sie sich gerade selbst beantwortet hat. Ich lasse doch nicht Ciri sterben. Ich bin doch nicht bekloppt. Gar keinen Fall lasse ich Ciri sterben. Na. Kann man sie sterben lassen? Ja, kann man. Ihr habt in der... Also, wer es nicht hören möchte, Vorsicht, jetzt Spoiler. Als sie in die weiße Kälte gegangen ist. Hier die Flashbacks gesehen. Ich habe nur 4 gezählt, wir hätten eigentlich 5 sein müssen, weil ich habe alle 5 richtig gemacht. Das müssen mindestens 3 Flashbacks sein. Dann überlebt sie. Sind es weniger als 3, stirbt sie. Aber ich habe eigentlich alle 5 richtig gemacht. Von daher hätten es eigentlich 5 sein sollen, aber vielleicht zeigt er dann einfach nur 4. Und sucht sich einfach 4 aus. Aber ja. Für eine Tote sieht sie halt lebendig aus. Yep. Wir haben sie nur dem Emperor als tot erklärt. Hat auch so ein bisschen mit diesen Entscheidungen, die wir da getroffen haben, zu tun. Stimmt. Die fehlende Entscheidung kann man nicht zeigen. Nee, passt alles. Auch würde das sah ganz anders aus. Mhm. Du hast wahrscheinlich eine dieser 5 Entscheidungen hast du etwas anders getroffen. Lass mich raten, bei dir ist Ciri Kaiserin geworden. Luzi, 1 Max. Einen schönen guten Abend, Max. Willkommen zur Abspannerklärung. And pass the days on lazy strolls and long conversations. Boring, you say? Perhaps. But both had sought this more than anything else. Ich habe jetzt ein bisschen in die Erzählung, was aus denen geworden ist, reingequatscht, ne? Shame on me. Also, Geralt und Yen haben sich zurückgezogen, leben ein ganz boring Life, ein ganz langweiliges Leben. Mit langen Spaziergängen, Ausschlafen und keinem Stress mehr. Das war gerade am Ende. Wurde abgeholt im Winter in den Hof zu gehen. Ja. Dann hast du eine der 5 Entscheidungen, die nicht gezeigt wurde. Also die nicht in diesen Flashbacks vorkamen. Hast du anders getroffen als ich. Witcher ist einfach hier. Yep. Und zum Glück ist es noch nicht vorbei. Wir haben noch ein DLC. Und zwar das Coolere von beiden. Welche Entscheidung wurde nicht gezeigt? Du hast... An einer Stelle hast du die Chance, dich zu entscheiden, ob du mit Ciri sofort gehst oder ob du ihr antwortest, wir müssen erst zum Emperor gehen. Und ich meine, wenn man die anders entscheidet, dann kriegt man das Emperor-Ending. Aber ich habe halt gesagt, ja klar, ab geht das. Müsste sie, genau, ist die zweite. Ciri will ask Geralt to go to Velen to face Imlerith on Bald Mountain. And Geralt can tell Ciri they need to go to see the Emperor first or agree to go to Velen and ignore the Emperor. Ignoring the Emperor is the required choice if you want Ciri to become a Witcher at the conclusion of the game.
However, she can still live if you see the Emperor. She just won't choose to follow Geralt's footsteps. Und so weiter. Also wenn du in der Entscheidung sagst, wir müssen erst zum Emperor, dann wird sie seine Nachfolgerin. Wenn du sagst, jo, ab geht's, Imlerit schlachten, dann das mit der Rache, genau. Wenn du, da hast du die Wahl zwischen dem Ende, Ciri wird Emperor und Ciri wird Witcher. Ist die Wahl gestellt, ob Emperor oder nicht? Die Wahl hatte ich überhaupt nicht, weil ich den Emperor ignoriert habe. Gibt es die Flashback-Dinger jetzt alles was? Okay. Spannend. Ausschlafen kannst du das? Ekelhaft. Gib's zu, du würdest es auch machen. Wenn du beim ersten Mal die Anzahl Flashbacks nicht bekommst, denkt man sich auch nur das beschissene Ende. 3 Ciri-Enden. Ciri wird Emperor. Ciri wird Witcher. Welches denn noch? Ciri. Ja gut, das wäre kein Ciri-Ende, wenn Ciri stirbt. Ciri nicht mit der. Okay, du zählst das mit. Gut. Ja, das dachte ich eben schon, wenn man die Entscheidung komplett versaut, dann ja. Schade auch. Blood and Wine, richtig. Ciri enden? Quack. Drei verschiedene Endepisoden, die man spielt. Ich kenne tatsächlich, also selber gespielt habe ich nur diese. Ich habe beim ersten Mal die Entscheidung richtig gehabt. Ich habe sie jetzt wieder richtig gehabt. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich eine versemmelt, was aber okay ist. Und diesmal hatte ich alle 5. Das war es gerade mit Ciri in der Kneipe. Ja. Genau. Das Ciri wird Witcher. Ende. Ich weiß gar nicht mehr, welche Entscheidung ich beim ersten Mal versemmelt hatte. Ich war auf jeden Fall nicht mit ihr. Also ich hatte die Schneeballschlacht. Ich bin direkt nach Velen. Ich bin nicht mit ihr in das Gespräch mit den Hexen gegangen. Ich meine, ich habe sie Avalachs Place trashen lassen. Und ich bin definitiv mit ihr zu Scales Grab. Okay, es kann sein, dass ich da tatsächlich auch sogar alle 5 richtig hatte. Ich dachte, ich hätte eine versaut gehabt. Ich kenne mich ein bisschen aus. Ja. Wie sie sich vor allen Leuten verstecken. Na, sie muss sich nur vom Emperor verstecken. Der denkt, sie ist tot. Sie darf ihm nicht begegnen. Was easy ist, weil ganz ehrlich, der Emperor sitzt in Visima in seinem Palast. Whatever. Ich werde ein Wissen abzapfen. Das ist eine ganze Menge Wissen. Das richtige Ende gibt es ja erst nach Blood and Wine. Das Ende erst nach Blood and Wine? Weiß ich nicht. Blood and Wine wird für mich auf jeden Fall anders ausgehen, als es beim letzten Mal ausging. Das weiß ich auf jeden Fall schon. Da kenne ich das Ende aber noch nicht. Von daher, da warten wir noch bis nach Blood and Wine. Ich kenne ein Blood and Wine Ende, aber das werden wir diesmal definitiv nicht haben. Das habe ich an einer gewissen Stelle auf einem gewissen Steg
Vor einem Schiff habe ich das Ende abgewendet. Er hat 4 oder 5 Enden. Spannend. Ich bin gespannt. Wenn auf jeden Fall nachdem der Abstand so ein bisschen, naja, mal gucken, wie lange ich noch laufen lasse. Wenn wir gleich noch auf jeden Fall in Blood and Wine starten. Aber ich vermute, wir werden heute nicht allzu weit kommen. Noch eine Stunde. Muss ich morgen auch wieder arbeiten. Hab ja wieder keinen Euro-Lotto-Jackpot gewonnen. Ich weiß gerade nicht mal, wie viel drin ist. Zu wenig, als dass es bei uns Probleme macht. Bei allen Leuten, die sie kennen, dem Emperor melden können. Ja. Also sein Spion. Wie einfach der Verwalter der ERP-Software im Abspann auftaucht. Was? Den aktuellen Todesmarsch schon auch langsam mal beenden. Tja. Ja, ich muss sagen tatsächlich, dass das Upscaling, also ich spiele ja Normal Upscaling, das Upscaling auf Normal ist an einigen Stellen, also du merkst, welche Gegner nativ auf dem Level sind und welche skaliert sind. Weil die Skalierten sind saumäßig schwach. Die sind zwar vom Level hoch skaliert, da ist auch irgendwas skaliert, aber da du deutlich stärkere Waffen hast auf dem Level, sind die halt instant tot. Nee, Abisius, so bekloppt, Witcher direkt im ersten Run Deathmarch Upscaling zu spielen, sind wenige. Wenige. Ich hatte vorher schon 500 Stunden. Respekt. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn jetzt an Streamzeit? Lass mich Dinge gucken. 115 Stunden circa. Das heißt, ich habe jetzt 242 Stunden in etwa. Mit 2 Runs. Wobei der zweite noch nicht ganz fertig ist. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange Blood and Wine geht. Ich kann das kurz nachgucken. Witcher, Blood and Wine. Tell me. 28 Stunden. Okay, dann habe ich tatsächlich in dem Stream-Run länger gebraucht, als in meinem eigentlichen, also in meinem ersten. In meinem ersten habe ich 127 Stunden. Und wenn wir jetzt noch ca. 28, sagen wir 30 Stunden brauchen, sind wir bei 145 Stunden. Dafür hatte ich auch erstmal auf Max-Schwierigkeit angefangen. Das ist irgendwie fast so einfach. Spannend. Ah ja, ich bin echt gespannt. Ich habe von Starfield habe ich jetzt wirklich viele verschiedene Meinungen schon mitgekriegt. Ich habe es mir tatsächlich auf die Wishlist gesetzt. Ich habe es auch bei Kielemailer angefragt. Ich glaube nicht, dass ich es kriegen werde. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass wir das in naher Zukunft spielen. Eher in fernerer Zukunft.
Weil ich glaube, wenn ich meinen Pile of Shame, also die Liste auf der Games-Seite, mal grob zusammenrechne, dann komme ich irgendwas so in die Region von über 1000 Stunden Spielzeit. Reizt sich so gar nicht. Ja, ich kann es verstehen. Ich habe jetzt von Breitling die Meinung schon gehört. Ich verstehe es. Ich weiß nicht, ob ich es genauso sehe. Ich habe tatsächlich auch nicht so richtig viel mitgekriegt, habe nebenbei viel Zeug gemacht. Ja. Skyrim erfordert in Space mit frischer Story. Ja. Bei Story war tatsächlich so ein Kritikpunkt, den ich bisher auch schon gehört habe. Wie gesagt, ich weiß es nicht, muss ich mal gucken. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich es gestellt kriege. Dann müsste ich es tatsächlich relativ schnell auch spielen. Dann wäre es tatsächlich gut, wenn es noch bevor wir Little Nightmares beenden reinkäme. Dann würden wir statt Fallout spielen. Wollte ich mal gucken, vielleicht postpone ich Fallout auch nochmal. Vielleicht schieben wir was anderes zwischen. Vielleicht das wirklich neue, ein anderes Setting reicht nicht. Auch schon gehört. Irgendwas Starfield ist leider, dass sehr viel Sci-Fi hat. Sci-Fi? Nicht sowas mag. Ich auch. Froh, dass ich in einem Genre bin, in dem nicht nur was Neues rauskommt. Ja, wirklich große RPGs kamen auch. Ich weiß es gerade gar nicht. Das, was du gepostet hast, kommt im November. Starfield kam jetzt gerade. Die Geschichte von Geralt von Riva ist vorbei. Du kannst weiter durch die Welt reisen, Hexeraufträge erledigen und Abenteuer erleben. Beachte jedoch, dass die Welt dabei wieder so ist, wie sie vor dem letzten Kampf des Spiels war und Quests im Rahmen der Hauptgeschichte nicht mehr verfügbar sind. Controller. Okay, der Abspann war lang genug, dass der Controller sich abgeschaltet hat. Das neue Spiel Plus freigeschaltet. Nee, habe ich nicht. Das war noch nicht freigeschaltet. Um es zu beginnen, erstelle einen neuen Spielstand, starte ein neues Spiel, wähle die Option Neues Spiel Plus, wähle den Spielstand, aus dem Charakter importieren willst. Prozedur kann nur mit Spielständen durchgeführt werden, die nach dem Freischalten von Neues Spiel Plus erstellt wurden. No. Cypher habe ich kein Problem, halt ein typisches Bethesda RPG und eine echte Neuerung. Dann habe ich ja trotzdem noch so 20 oder mehr Games, wo ich noch eine oder mehrere Kampagnen habe. No. Das ist halt die Frage. Okay, die Quests bleiben, interessanterweise, die bleibt fehlgeschlagen. Wobei sie ja eigentlich, das heißt, die müsste irgendwie im Rahmen der Hauptquest sein. Aber ich habe echt keine Ahnung, das Ding ist komplett grün. Ich habe keinen Plan. Egal. So, Nebenquests haben wir tatsächlich nur Gwent. Werden wir nicht machen. Also ganz ehrlich, die hätten meiner Meinung nach gerne alle mitfailen können. Ist mir egal. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich nur noch den Blood and Wine Teil. Warum sind wir in Kaer Morhen? Das Bethesda war Oblivion. Ich habe Skyrim gespielt, ich habe Fallout 4 gespielt. Also Fallout 4 wäre tatsächlich auch ein Rerun für mich. Deswegen überlege ich auch, ob ich es eventuell nochmal schiebe. Ob ich lieber eventuell Mass Effect oder Halo zwischenschiebe. Die liegen nicht bei mir auch rum. Halo ist ewig her, dass ich mal irgendwas im Halo-Universum gespielt habe. Wie sollen da Plätze durchpassen? Also anders. Wie sollen ich über Plätze da durchpassen?
Nee, 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 nee. So, wir treffen uns in Wählen. Siedlung der Steinschneider hat. Okay, weiter. Mass Effect wird, glaube ich, mega als nächstes. Wobei ich Mass Effect auch schon mal gespielt habe, aber es ist lang. Das ist wirklich lange her. Vielleicht hast du wählen, das ist super voll. Ja, ist halt die Frage, ob ich Mass Effect als Story-Game am Sonntag oder als Shooter am Donnerstag spiele. Es ist halt sehr viel Shooter, es hat aber auch sehr viel Story. Von daher könnten Mass Effect auch am Sonntag spielen, vor allem vom Umfang her. Ich habe halt die Legendary Edition, das heißt alle 3 Teile. Das ist schon nicht wenig. Wird auf jeden Fall einige Zeit. Genau. Alle 3 durch. Ja, ich auch. Allerdings damals auf der PlayStation 3. Try to win them all, but you won't. Ja, wir sind doch was. Ja, ich denke auch. Geralt of Rivia. Ha! Sit with us, Witcher. Found your message on a notice board. You see, Palmerin? I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peyrac Peyran and Palmerin de Lawnful. Good to see you both. Been years. Be assured, we share your joy. You must forgive us our, surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison had left this land still is at the mercy of numerous plagues. A tyranny of bandits, the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. So, plan to go out and meet the bandits when they arrive? Fight them? Palmerin wishes first to appeal to their sense of decency. But I expect they will be deaf to this. Yeah, completely. We must afford them a chance to stand down. Many a hardened outlaw has left the path of wrongdoing upon hearing words of admonition. Doesn't happen in these lands. Ever. If they do not heed my reprimand, we at least will know we have done all within our means to evade bloodshed. Fine. Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive. Spiel zurückgekehrt. Oh Gott. Hear that? Your bandits have arrived. Let us go out to greet them. Hark! Contemptible curs! He mean us? I, Palmerin de Lawnfall, call upon you to repent. Set your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular Punch and Judy here. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores, abandon the path of shame, and we will spare you. Right good jest, that. Had us a laugh. Now, fuck off or we lose our patience and you lose something else. Nay, wait, Zorg. These lads are a lark. Mayhaps they know some tricks. Oi, players! Can you toss balls all loopity-like?
Or do that thing where one spits fire while the other farts. Seems to me they're unmoved. You tried, my friend. We've talked enough. I challenge you all to combat. By my honor. For Toussaint. For Beauclair. By the crane, defend yourselves, harlots bloods. Kill if you love the gods! Get him! Defend yourself, scoundrel! Entschuldigen Sie bitte, ich hänge da an einem Zaun. Was? You'll never learn. Ich würde sagen, der Anführer hat sich gerade verabschiedet. Jetzt mischen sich die beiden hier eigentlich ein, während ich mit dem anderen zu hören bin. Oh, das ist der Anführer. Oh, der hat den Namen. Aber... Na gut, kann ich was finden. For the glory of her grace, I shall make pate of you! Evildoers, defend yourself, scoundrel! Why do they not emerge? It is over. We have banished the scoundrels, lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now. Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. Ah, it is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. It is time to go home. And we shall, my friend. Come, Geralt. It's time we delivered our message. So fess up. What brings you such a long way? We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. For tradition is sacred in Toussaint. All right, fine. Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the Star-Crossed City's most gracious protectress, Her Illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. Shall you answer her call? Was hat Anna gesagt? Wörtlich? Oh, Gott. Might be the most fervent request that I take a contract ever. And the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet. Our only sure witnesses. The bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you, promising grants of land and fortunes in gold, should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. So, was habt ihr hier in der Zwischenzeit geschrieben? Dass ich Skyrim nicht so krass gesucht hat. Hochphase mit Bethesda war Oblivion jetzt ISO. Ja, ich glaube, ich habe in ISO auch mehr Zeit als in Skyrim. Oblivion habe ich nie gespielt. Letzte Bethesda war Skyrim nur 3 Stunden. Was?
Fallout nie gespielt, Skyrim nie gespielt. Fallout mal ransetzen, zumindest mal die Main-Quest bringen. Ne, die müsste ich durch haben. Ich habe einen Fallout-Run gespielt. Skyrim auch bloß 5 Jahre für die Main-Quest gebraucht. Respekt. Hätte ich damals noch im Local Co-op gespielt. Oha. Nee, Co-op war noch niemals. Dafür braucht man Freunde. Fallout 4 Base Game habe ich noch viel gezockt. Die mit den DLCs. Okay, da weiß ich tatsächlich gerade gar nicht, was die DLCs sind. Schon will ich das zu wählen, dann ist das ja noch so voll. Mhm. Und ist am Dienstag große Ehrenverantwortung. Je nachdem, wie dein Feedback ist, schaue ich mir das Game selber mal an. Ja. Mein Beileid. Ich bin gespannt. Das war knapp? Nö. Ich habe 2 Leben. Nie Oblivion gespielt? Nope. Nope. Beast wields black magic? What makes you say so? The first victim vanished between bites at a feast. Of the feast-goers, none noticed this. They saw but an open window, then heard desperate cries from the street below, where a corpse had just been found. The second killing, similar. A night in a locked room. Servants all about the house. Guards all around the estate. Yet the beast somehow got him out, dragged him to the town square, and killed him there. No one saw, nor heard a thing. We have no fear of creatures against which sword and shield protect. But of this beast, nothing is known. Save that it cannot be traced, kills effortlessly, and with no rhyme or reason we can discern. Anyone tried to hunt it? Knights Errant, for example? Ha! Many have tried. Baiting, waiting in ambush, but to no avail. The beast is clever. It evades all traps and attacks of a sudden. It is like a ghost. An experienced tracker. This is what we need, with knowledge of monsters. In short, we need you. Mentioned a tourney. Why doesn't the Duchess just call it off? Simply, it is too late. The guests have arrived. The best knights of all lands, relatives of the Emperor. The beast could be a threat to others, not just to Her Grace's subjects. Got it. Before an aristocrat dies, at best it's a scandal. At worst, a diplomatic incident. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No. Just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract. Excellent! We must set off at once. We long wanted this land searching for you. Yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Ha! Then post-haste to Toussaint. To Toussaint! Blut. Toll, der bleibt jetzt liegen. Super. Ganz toll. Pack das schon mal auf die Liste, wenn Skype-Linien rauskommt. Was? Also von versifften Seelen nach Toussaint kommt, ne? Toussaint, the land of love and wine. Exactly how I remembered it. You will find Beauclair has changed some these past years. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces.
You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron. Sehr herzliche Begrüßung. Armes Pferd. Oh boy. Das gibt auf die... Geht bis mich. Watch out! I swore I'd kill a monster. All for one and one for all. Aua. Honor! Perish, Charlotte's boots! Diese herzliche Begrüßung hier. Ne? Das war so richtig schön auf die Schnauze. Ja, ja, dein Name ist ein bisschen zu lang für einen Kampfschrei. Freiflug schaffen? Yep. Big beast. Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, out with it. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Toussaint we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien de la Tour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the tourney grounds. I shall take you then to see her grace. Willst du mit dem kleinen Minimesser, nimm ein Schwert. Total Conversion mit für Skyrim, die sie komplette Spiel Oblivion nachgebaut haben. Oh boy. Ja, mit Total Conversion für Skyrim habe ich keine sonderlich guten Erfahrungen. Die letzte, die ich davon hatte, ist in hohem Bogen in die Tonne geflogen. Und mein Schwert hat einen weg. Clip. Inselkampf von Geralt. Geschoben vom Schaf. Das Schaf fliegt. Ah, kann sein, dass ich den highlighten muss. Bin mir nicht sicher, ob der in den Clip passt. Großen kann man theoretisch sogar One-Hit.
Nö. Ja, beim letzten Mal kein One-Hit. Dieses Mal kein One-Hit. Danke fürs neue Schwert. Tragen die was? Nö. Okay. Hafkaren. Ein Silberschwert. Minimal mehr Schaden. Ja, lohnt nicht. Lohnt nicht. Das ist ein Achievement für den hier mit One-Hit ins Grab zu befördern. How the frick? Oh, jetzt hat er garantiert wieder die Trophäe gewechselt. Plätze. No, er hat sie nicht gewechselt. Ich bin begeistert. Crossbow ins Auge. Palmerin oversaw his upbringing. Guillaume Nice. is his kin. Okay. Okay. I've sweat dripping down my bum furrow. Also vom Design her, wenn man so Wählen gewohnt ist oder Skellige. I can't get used to the way you knights talk, especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. We are knights errant, in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. Ja, ganz genau. Dagegen sieht es halt viel geiler aus hier. No one here. They must have removed the body already. Let's look around, make sure they didn't miss anything. Also sie haben auf jeden Fall schon mal Fische vergessen. Und Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Got guests. Careful. Not your lucky day. ja, mit den Viechern war ja was. Der ernährt mich wieder. Ja, nee. Alter. Ich hasse sie. Ich habe sie schon damals so gehasst. Drawn here by the smell of blood. Let's keep looking. Die waren damals schon scheiße. Hab mich damals tatsächlich auch erstmal gekillt. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. Gonna dive in, make sure they didn't miss anything. Look at the rut. Guardsmen left this site by boat recently, probably to transport the body somewhere. Geralt, da ist was Rotes. Mach das. Der Wasserschaden ist so für die Tonne. Du sollst nicht runtertauchen, du sollst das rote Dings hier nehmen. Fick der Scheiße. Geht doch. Silk kerchief, monogrammed DLC.
A noble's accessory, clearly. Be nice to know where they took the corpse. Das kannst du jetzt nicht tun. What now? This isn't the site of the murder. We know that. Current brought the body here. Corpse got caught in the nets. Guardsmen pulled it out, put it in a boat and took it somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Yay, Zeugenbefragung. Man sah es Geralt so richtig an. Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet, of the day a quartered corpse was pulled from the river. Tja, im DLC. Im DLC. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Toussaint. A knight in the service of Her Illustrious Highness knows no rest. In fact, I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. So ewig lange in irgendeinem Kaff rumgammelst und auf mich wartest? Kein Wunder, dass du so spät kommst. Mann, wie lange haben wir den Typen jetzt ignoriert? Der war bestimmt ein paar Monate da. Abgeschlossen. Mimimi. Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarietta. Anarietta? Her Grace, the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomred's presence, however. He finds such familiarity offensive. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Toussaint. Brave enough. Of course we have. No bravery's not some druids wrote the Duchess. Lass mich durch, ich muss was. Ducal clerks looking for help. Could be good coin to be made. By my troth, could that be the musty scent of fresh pâté? Naught else, Sir de Peyrac Peyran. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyran. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood.
Ask Geralt, please. Or we shall be here till winter. Ja, das befürchte ich auch. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicofaro. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one throw on past heroics? His creditors must finally have defined that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. Eine Sache, die ich an den Leuten in Toussaint nicht so mag. Die sind sehr ausschweifend, was ihre Riten angeht. Alter. Geralt ist neu dazugekommen in eine Kneipe und fragt sich, weil er die Frau noch nie gesehen hat, ob die vielleicht vor ihm schon in der Kneipe saß. Geralt hat. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Velen. I'm to play the hare during this year's game in the Palace Gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Danke, Geralt. Danke. Dass du nicht nach dem Hasen gefragt hast. Finde ich sehr gut. Wir sind immer weg. Tschüss. Don't crowd around. Stopp, lagging. Speichern nur. But it's so beautiful. Sounds of a fight. Have to hurry. Hallo Pferd, tschüss Pferd. Alles was. Damn it, killer must still be here. Hallo, toter Typ. Achso, gut. Vielen Dank. In the cellar. Gotta be. Bist du tot? Hast du Loot? Footprints. Small, bare feet. Lead deeper into the cellar. Hurled against the wall with great force. Used this to batter down the grate. Used this. Wir nennen den Ritter einfach this. You. Saw you at the inn. Why'd you kill these people? Clearly wasn't for their blood.
We don't have to fight. You are wrong. Liebe teleportierende Gegner. I cannot let you leave. Das sind Pfeifen im Ohr. Schrei mir näher an. Ich bin sensibel. Aber ja, danke. Also Figma-Moor. Ein Henrietta mit der gleichen Stimme wie Tessia de Vries in der Serie. Ah ja. Gut, dass mir der Name nichts sagt. Und die Serie auch nicht. Und du vermutlich die deutschen Synchronstimmen meinst. Und wir haben Englisch spielen. Sprechen. Okay. Stinks. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. Laid in water for some time. Head swollen, and something took a few bites out of it. Something in the throat. A pouch, bulging with coins. Stecken. Nilfgaardian florins, from several different provinces. If the Einstecken. murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. Gegner, der sich durch Schaden, den er heilt, Schaden, den er macht, wie er heilt, und immer wieder vergleicht auszuweichen. Ah, den hast du gerade als Gegner. Ja, Glückwunsch. Viel Spaß. Aber du hast schon mal das Wichtigste erkannt. Das, was du gerade schreibst. Lucy mag ich nie, weil Feuer. Lucy mag ich nie, weil dann ist der Gegner angezündet. Was? Du guckst die Serie nicht? Okay, hast du nicht viel verpasst. Die erste Staffel habe ich geguckt. Danach nicht mehr. Hab inzwischen noch kein Netflix mehr. Von daher. Egal. Body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Third hand. A spare? Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing? Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Or of their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. Uff.
lebende Monsterhand. Rein, Tasche zu. So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. Und hier müssen wir irgendwo aufräumen. Bitte räumen Sie das ganze Gerümpel hier weg. Mit Gerümpel meine ich die ganzen Leichen. Warum ist hier hinter ein Raum? Schöne kleine Karte, die wir dazu gekriegt haben. Aber ich mag Tristan wirklich. Finde ich cool hier. Danach kriegst du noch bergab. Ja, ich hörte so. Dass sie es nach der ersten ziemlich vergeigt haben. Giant belched forth a roar so horrid it shook all the bones from the cheese. Out amidst Need to speak to the Duchess, urgently. All right, you scamps. Store is done. Go find your parents. But the Palmerin, what about the story of Rittik and the dragon? A tale's for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Master Witcher, is it true virtue always trumps villainy? Not always. Could go either way. Sometimes virtue wins, sometimes villainy gets the upper hand. Still worth being good. But why? If it doesn't mean you'll win. Palmerin's story. Think back. A decent man attracts other good folk, makes friends he can count on. A rogue? Well, you can only count on other rogues. And who would you rather have for a friend? A man of virtue? I must agree. Now, that will do for questions. Go find your parents. Her Enlightened Highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. If we hurry, we'll be in time to speak with her before the spectacle begins. Lead the way. Who's fighting? Nilfgaardian gladiators? Close, but not quite. As you will soon see. Someone's gonna fight a Shaelmar? Even some bells on its tail to confuse it, slow it down? Whatever is the problem? The beast is a gift from the Emperor, no less. Shouldn't torment the beast. How would you like to be dumped in an arena, blindfolded with a string of bells dangling from your ass? Pity a monster. You, a witcher? I slay monsters who are a threat to humans. You're out to humiliate one to entertain a crowd. No knight will gain any glory from this. Let's go.
I dedicate my imminent victory to fair Lady Vivian. It's begun. The fight shall have to end first. We must wait. Got a bad feeling about this. Warum bloß? Damn it. Alle Neune. Oh, Panorama. We have to help him. Onward! Gotta keep it down. Tell where we are when he hears us. Alas, for nightly, the beast heaved its foul girth. Then blew the roar and knocked him to earth. Then down came the Witcher in one mighty bound to give fight to the beast, its plans confound. Out breathed flame, and thus the Witcher's life was snuffed. All our hopes, alas, had turned to dust. Irgendwie mache ich ziemlich wenig Schaden an dem Vieh. Fate of the beast has been weighed by the gods. Soon the Witcher shall triumph against all odds. The Witcher waited till the time was true, then twirled, danced, and spun, struck the monster right through. Shit. Like a bow who leaps at the love's first spurt, so the Witcher wounds Selma, then its foul heart hurt. Dodge, dive, flee, feint, its razor strikes belly, Selma's cries ring aloud, blood transforms into jelly. Oh ja. Du bist doch mal gut hier. Stench. Mach Platz. The Selma lies defeated by Geralt of Rivia, master of the witchering trade. Behold, as the last gasps of life seep from the beast. Master Geralt, do what you must. Finish the deed! Monster's no threat. No need to kill it. A victor may always show mercy. It is his right. Long live Geralt the Merciful! Pikemen, see to the beast. Guillaume. The lad came damned close to dying. I'm fine. Not hurt at all. Vivian? Smile as befits a hero and keep silent. Speech clearly pains you. She approaches.
Geralt, we must talk. Vivian. You shall talk later, in the medic's tent. Geralt, magnificent, breathtaking. Your Grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon it. And I'm truly, honored. See to our young hero. Hop, hop. For we must make off with Geralt. We should talk. We had been long awaiting your arrival. Had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Genau. Lass erstmal stumpf ihr erzählen, dass es eine Scheißidee ist, was ihr hier macht. Your Grace. Shaelmars are dangerous creatures, even to knights in full plate armor. Nonsense. In Toussaint, knights have battled beasts for mere glory since time immemorial. True. Guillaume suffered a few bumps, scars, and bruises, but in return gained eternal glory as he who slew the monster. Mm-hmm. What about the crowd? Say the Shaelmar had vaulted into the stands. Would have been a massacre. Geralt, though we value your fortuitous intervention in the arena, we would remind you your services have been retained, and as shall soon become clear, you will be generously compensated for completing another task altogether. Er wird die Ehre kriegen, oder er hat die Ehre, dass er das Monster umgelegt hat. Nö, hat er nicht. Er lag winselnd am Boden und wäre jetzt tot, wenn wir nicht eingegriffen hätten. Ich glaube, Geralt hätte auch lieber, dass der Gluma in Ruhe gelassen wird. Yep. Einfach Tor aufmachen und rennen lassen, geht ja nicht. Naja, dann wäre halt so ein paar Casualties. So ein paar, naja. Your Grace, my contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He led the investigation pending your arrival. But wherever could he be? Come, we must find him. Tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, Your Grace? Yes. I mean, no. Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence we so justly handed down upon him. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. Ah, the very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour, captain of my personal guard. Your Grace, Witcher. Greetings. Sorry to have to tell you, but the guardsman handling the last victim's body... I know already. The creature in the cellar of Corvo Bianco. Was it the beast? No. A Bruxa, a kind of vampire. Not the beast, but tied to it in some way. You know this how? Through careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corvo Bianco. Do you mean to insinuate the investigation thus far has been sloppy? Geralt insinuates nothing of the sort. We must listen to him attentively. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something. Need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir de la Tour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is. Yet we are capable of defeating the beast on our own, without an outsider's help. I've no doubt about it.
Damien, we settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Since you have broached it nonetheless, let us discuss Geralt's pay. Are the legends true? Do Witchers usually demand that which you find at home, yet did not expect? Not quite, Your Grace. Law of surprise, it's something we invoke at times, but rarely. Usually we just take gold. Disappointing. This law sounds rather romantic. On the other hand, on returning to the palace, we would likely find impatient petitioners or a set of sample fabrics for a new dress. Poor rewards, both. I fear you'd not have much use for any of the surprises we are likely to come upon. Thus, we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and a sum of coin. You will doubtless consider this adequate. Title to the vineyard shall be given to you at once. Surely you'll need lodgings while you hunt. The coin, however, will be yours only once you have slain the beast. Lovely, generous gesture, Your Grace. But Corvo Bianco, isn't it the Duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one instant. Yet, in its mood, a morgue should present minimal problems to a Witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. How'd it start? Who was the first victim? Crespi was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feastgoers noticed he was missing. The town watch found him an hour later. On his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. So he died suddenly, but the body was on its knees, meaning someone posed it. So it seems. Lass beide mal Bock, Rotwein zu trinken. Warum? Geht doch quasi nur circa 90% der Zeit um Wein. Nicht 100%. Second murder. Tell me what you know. In the city there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut-purses. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Do you believe me an amateur? Not hands, but claws killed Ramon Dulac. The wound was deep, clean. His body was found in the gutter, dressed in nightshirt and cap, a pillow placed under his head, and his sword replaced by a bed warmer. Ramon Dulac, a knight who but a dozen years past was an advisor to our father, the Duke. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, but no one ever came forth with concrete proof of any misdoings. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times, knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinchi. Found a coin pouch on his body. Contained florins dating from various times, hailing from different provinces of the Empire.
Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? honor, wisdom, generosity, valor, and compassion. Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Honor compromised by the pillory. Wisdom by ridicule. Generosity by a coin pouch shoved down a throat. It seems to fit, true, though not perfectly. Can't discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right. Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the 4th virtue, valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens. Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac-Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac-Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac formed a knightly team. It was years ago, but... Your Grace, we need to find Milton, immediately. Rather problematic. You see, the garden entertainments are due to start, and he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. We must call off the game, at once. First and foremost, we must remain calm. Damien, order the garden searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. And you, Witcher, follow me. My gardens, my night, I shall take the fall. A murder is out of the question. I will not allow it. Not near my palace. Horses? Ready our horses! Your Grace! What the hell? Why, I should... Your Highness, I... Mind it doesn't get wrinkled. Onward! Hey! That is silk! Be careful! Give it to me! Ach ja. Faster, Geralt! Right like the wind! Your Ich würde Grace gerne seems right at home in speichern. the saddle. Es ist nach Mitternacht. This way! Through town! Try not to lose your way! Sharp right! Take care! God! Goddammit. Ah, und wir stecken wieder mit Platze fest. Come on. Hey, toll. Ich hasse Platze. Summoning a Witcher? Was that true? Das kannst du hier nicht tun. Our knights would actually chop liver. Alter, Platze. Jetzt. Dieses... Truly, to
send a witcher against the beast? Piep. Ui, toll. Mhm. Oh, it's a witcher. A witcher! Indeed. He was here before, years ago. I saw him then. Willkommen in Nilfgaard. Vielen Dank. The witcher will hunt the hare as well. Splendid idea. Positively avant-garde. You got lost. Sorry. It's here, just round the corner. Hurry. Wir haben es auch schon geschafft. We must go to where the game is being held. The participants must find a unicorn's horn, a golden fish, and a phoenix egg. With these in hand, they can deduce where the hare, Milton, hides. Mean we need to find those things too? We've no other option, but time is of the essence, so we shall have to break the rules. Ja, finde ich gut. Und bei diesen Worten speichern wir. Autsch. Und überlassen das Hasensuchen Zukunftsnutzen. Der wird sich freuen. So richtig doll. Ach, ja, so viel zum Thema. Ich mache heute nicht so lange. Ich muss ja morgen arbeiten. Also, heute arbeiten. Verdammt. Immer das Gleiche. Da war das schon ewig nicht mehr. Nein, da gehen wir auch heute nicht hin. Na dann, ab zu Kutzi. Waren doch nur 7 Minuten Stream bisher heute. Ist recht. Ist recht. Hören wir morgen. Yep. Wir werden noch nicht Haie machen, also morgen. Genau das. Ansonsten wird es frustriert. So. Ich mache mal irgendwas mit einem Raid. Und bedanke mich bei allen, die heute dabei waren. Vielen Dank an alle Lurker im Hintergrund. Vielen Dank an alle, die im Chat aktiv waren. Vielen Dank für den Raid. Naja, eigentlich die 2 Raids oder so. Vielen Dank für den Resub. Vielen Dank für eure Zeit. Und dass ihr euch das Ganze hier antut. Genau. Wie der Plan sagt, Dienstag geht's los mit, oder spielen wir mal Ashes of the Singularity Escalation. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Wir werden es uns angucken und dann entscheiden wir, ob es auf die Liste kommt oder in die Tonne. Ich fürchte, es hat eine gewisse Tendenz, aber wir werden das Dienstag sehen. Ansonsten Donnerstag geht es weiter mit Channel Light. Und nächsten Sonntag jagen wir Hasen. Oder so. Nun, schnappt euch eine der beiden Raid-Messages. Die obere für die Subs, die untere für die Non-Subs. Reißt drüber ein kleines ab. Lasst noch ein bisschen was vom Chat über. Und kommt gut in die neue Woche. Lasst euch von der neuen Woche nicht ärgern. Und ja, gute Nacht.